Und da wären wir. Hallo. Herzlich willkommen zurück zu Final Fantasy XVI. Nach ein paar Tagen Pause. Es tut mir leid, dass es jetzt ein bisschen länger gedauert hat. Wo wollten wir hin? Velcroy-Wüste, genau. Die Velcroy-Wüste, das war... Wie war das jetzt? Wir verfolgen nach wie vor irgendwie Hugo Kupka. Und wir mussten rausfinden, wo eigentlich die lang sind. Hier mit übers Wasser. War keine gute Idee, wie es hieß. Also dann legen sie doch lieber einfach direkt durch die Wüste, um schneller da zu sein. Oder wieso habe ich das verstanden? Wenn ich mich recht erinnere. Ja, gut. Schauen wir mal. Wir sind zum ersten Mal jetzt in Dhalmekia, im richtigen Dhalmekia jetzt hier. Sonst war die ganze Zeit nur Rosaria und Sunbreak und jetzt sind wir endlich mal richtig hier im Wüstenstaat, wo wir mal ein bisschen anderes Biom vor uns haben. I was a young man when last I walked this path. There's an old trading post not far from here. The road to Drake's Fang leads through it. The trading post it is. Ich habe ganz vergessen, dass wir unseren Onkel hier bei uns haben noch. Härten im Sand. Okay. Okay, wie sieht... Oh. Oh. Ui, 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 ui. Da haben wir noch ein bisschen eine Strecke vor uns hier. Our destination lies over that dune, beyond the ruins. Mark 'em well, Clive. It's all too easy to lose one's bearings in the sands. Ich muss mich erstmal wieder ein bisschen eingewöhnen hier. Es ist so lange her, dass ich gespielt habe. Hi, Brala. Many years ago, when you were just a boy, you and I rode this way together, accompanying your father on a scouting expedition to Drake's Fang. You let me come with you. I'm not surprised you don't remember. It was just before Joshua. Wir waren im letzten Stream noch nicht in der Wüste, nein. You were so eager to be there when your brother arrived that you whipped your chocobo too hard on the journey home and fell from the saddle. I shall never forget how Elwyn fussed over you as you sat in the sand, bawling like a babe. Jetzt hat unser Onkel noch irgendwie eine tolle Geschichte uns erzählt über unsere Kindheit, irgendwas Peinliches. Was soll's? Ich habe nicht zugehört. Ich war zu beschäftigt, Dinge zu töten. Wie das ja so häufig der Fall ist hier in Videospielen. Okay, hier kommen wir nicht lang. Eigentlich hätte ich hier mein Chocobo nehmen können, ne? Ich hätte ja eigentlich Ambrosia hier einsetzen können, aber ich wollte ein bisschen laufen einfach. Ein bisschen Beine vertreten. Ja? Oh, einfach nur eine Kiste. Who do you think those soldiers were? So, Lord Cook has Oh, finally made his move. Yeah. Chocobo ruht sich I aus. expect that's why there's so many soldiers. Süß. Was ist denn das Weiße da? Ist das auch wieder Gestein? Ist das weißes Gestein? Ich glaube ja. Im Sommer in der Wüste mit einem Ifrit-Träger rumzulaufen, du willst wirklich deine PS5 anschmollen. Ja, ich weiß gar nicht, ob das wirklich so stimmt mit dem Überhitzen der PS5. Also es kann natürlich sein, dass das bei manchen passiert. Hoffen wir mal, dass es bei meiner nicht der Fall ist. Ah, there she is. The good old Dalamil Inn. Do you know, this heat has given me quite a thirst. Quick drink before we press on?
Schick, schick, schick. Und ich auch schon auf Steam Summer Sales ausgetobt? Nichts. Kein einziges Spiel gekauft. Ich habe nicht das Geld für sowas gerade momentan. Das geht nicht. Kann ich nicht machen. Mal davon abgesehen, dass die meisten Spiele auf Steam jetzt heutzutage ich nicht mehr spielen kann, weil mein PC knapp 10 Jahre alt ist. Zum Streamen geht's noch, aber zum Spielen moderner Spiele oder sowas ist dann nichts machbar. Look, there. Those are Ashen steeds. No doubt about it. And such a long ride from Stone here. Our Luda friends must be soothing their saddle sores in the inn. Ah, okay, wir sind Shall we join them? Valuda-Leute sind ja auch noch da. Run along and play now, Torgal. Dogs aren't allowed inside. Ey, warum sind Hunde nicht erlaubt? Jetzt sieht's wirklich aus wie Assassin's Creed ein bisschen. Mach die Tür zu. So unhöflich. Good day to you. Eating? Sorry about my pal. He only talks when his mouth's full. What do you recommend? Well, if you're after something light, we do a fine chocobo soup with lentils and honey. 2 bowls of that then. An ale. Right you are. Hey, girl! Coming! Your pal? Would you rather be my squire? Na, wer befindet sich hier noch in der Kneipe, hä? So, Joshua ist... Ja, scheint so. Wir haben sie gerade hier gesehen, jupp. Your Grace, it is plain you are not yet well enough to travel. If you would only let me take you to someone who can better attend to your ills. No, we must press on. Prince Theon has returned to his camp and will soon depart for the front. I must speak with him at all costs. Miss this chance and I may never get another. You do understand that? Yes, Your Grace. But you must at least agree to take your medicine. I'll fetch you some water. Ob die jetzt aufeinandertreffen oder ist das jetzt einfach nur so quasi so ein Scherz? Die sind im selben Ort quasi, aber sehen sich nicht. Das könnte ich mir jetzt nämlich vorstellen. Hat er jetzt eigentlich das Blut an seiner Hand auf das Bett verschmiert? So eine komisch ruhige Szene gerade, hä? Keep watch, they tell us. But all I see is sand. I hear they got our guest back to the Fang without any trouble. We'll be leaving soon enough. Why the Lord Commander dragged us all this way just to save that blockhead skin, I'll never know. Dominant or not, he's a bloody idiot. That'll be Cooker, then. Rede doch nicht so laut. Well, let's get this down us.
We've a long way to go. Hey, you. Uncle? Sorry. Can you walk, Your Grace? What's wrong? I fear trouble may be brewing downstairs. You two are travelers, are you not? Me and my companions are strangers here. Perhaps you'd be good enough to accompany us a while. Help us find our way. Sorry, lads, but we've got business in camera that can't wait. Ah, I'm sure you could spare us an hour or two. Come on. Friend. I'm afraid we don't have a moment to lose. Friend. Stay back, Uncle. Gladly. The outlaw. Take him. Try it. Die halten ein bisschen was aus, die Jungs. Bravo, my boy. Just like that. Stay down. Na komm. Flop. Enough. You. Wir haben so viel Geld. Habe ich ganz vergessen, dass man hier so viel Geld bekommt im Spiel. For your trouble. Prost. Word of advice, miss. That soup could do with a touch more salt. Oh, hübsches Wasser. Now's our chance. Your Grace? I'm fine. Clive? Ihr seid ein bisschen zu spät jetzt. Das hat er zu spät gemerkt.
Ah, er hat die Karotten übrig gelassen. What is it now? It's nothing. Let's go. Hey, da ist er ja doch wieder, unser Boy. Orgel. Where are you? Well, we didn't know where Yep. to find Kupka before. We do now. The royalists said it themselves. Their guest is in the Fang. We should press on. Entschuldige bitte, kannst du mich mal bitte hier meinen Hund in Ruhe streicheln lassen? Läuft der einfach so in mich rein? Gibt es hier eigentlich Shops? Hier gibt es keine... Warum gibt es hier keine Shops? Wenn es irgendwo einen Ort geben würde, wo ein Shop Sinn machen würde, dann doch hier. Was ist dieses weiße Gestein? Ah, they've closed the road. And it's the only way from here to the Fang. It would seem Lord Kupka is not accepting visitors at present. We have to get through that gate. Not by force, I trust. We've attracted quite enough unwanted attention already. By guile, then. Perhaps the Desert Hare can offer us her aid. Rosina Dalamil, woman of mystery. Die ist so mysteriös, sie hat sogar 2 Akzente in ihrem Namen. And that she was working with Sid. Sid's other collaborators have all been people of means, the wealthiest and most successful members of their communities. I'll wager this Rosina Dalamil is the same. That would certainly help to narrow the search. We need only inquire as to who is in charge of the town. And that's exactly what I mean to do. Okay. Looks like we won't be getting back to Drake's Fang anytime soon. Wer seid ihr, Jungs? Well, it's not like we've got a reason to. Whatever this emergency is, they've shut down the whole mine. Brauchen noch 2 weitere und wir haben die Village People hier. Und hier ist ein Shop. Good day, my lord. Platinschwert. Ich glaube, so eins haben wir schon, oder? Wir haben zumindest ein verbessertes. Nicht verkaufen, kaufen. Jägerhut. Nee, es ist schlechter. Das ist alles schlechter. Der Hauch des Blitzes, Kugelblitz. Nee. Go with Gilbert. Go with Gilbert? Wer zur Hölle ist Gilbert? Anything I can help you with, travelers? Allow me. My good man, we represent one of the oldest and greatest trading houses of Port Isolde. We're seeking to expand our business in the region and would very much like to make the acquaintance of Dalamil's leading entrepreneurs. If only we knew where to find them. Well, we're best known for our baths, our markets, and our smithies. I suppose you could do worse than start your search at one of those. Thank you. You've been most helpful. Oh, you wouldn't happen to know a lady by the name of Rosina Dalamil, would you? No, I can't say I do. Well, thank you all the same. Okay. What do you want? Can't you see I'm busy? I won't keep you long. I'm looking for someone. A woman by the name of Rosina Dalamil. Do you know her? Never heard of her. Is that all? One more question. Ich glaube, sie ist Rosina, If I oder? wanted to find the richest trader Rosine. in town, where would you recommend that I look? Oh, that's easy. The Briar's Kiss. Won't find a finer smithy this side of the strait. The owner's only a young sprig, but he's got all the right ideas. The Briar's Kiss, you say? Thank you.
I doubt this young sprig is the person we're looking for. You said Sid's contact was likely to be an influential sort. Influence comes with age and experience. Believe you me. Looks like we won't be getting Believe you me. Mummy, I want to play with the crystal. How many times do I have to tell you? It's not a toy. Ich will mit dem Kristall spielen. Ah, hier ist einer. Okay. Hallo, wer bist du? Can I help you? Yes, I'm looking for a woman by the name of Rosina Dalamil. A long-standing pillar of your community, I believe, from old trading stock. Then you should ask further. He's been here for years. Knows the place and its people like the back of his hand. And he's in with all the old merchant families. Try the baths. That's where you'll usually find him. Die Bäder. Ach du meine Güte. Thank you kindly. Wir rennen hier wirklich aber auch nur hin und her und reden mit Leuten, ne? Sounds like we have our man. Perhaps. Let's go and find out exactly what this Further knows. Hanging lanterns, keep the darkness from your door. Sind das die Bäder? Okay, das sieht jetzt nicht allzu bartmäßig aus, aber was soll's? Excuse me. Are you Further? I am. Can I help you, travelers? I hope so. You've lived here for some time, is that correct? Do you know Rosina Dalamil? We believe she may be a trader of some renown. And what business do you have with the desert hare? She was a close friend of mine. I was hoping she might be able to help me. Very well. Go to the bordello. I'll arrange an introduction. Dieses Spiel will unbedingt einen ständig ins Bordell bringen hier. Meine Güte. I think we can trust him. Only as far as I... So you're the ones who've been sniffing around. I beg your pardon? Don't play the fool. Stick your nose in our business and you're likely to lose it. Ja. Timing versaut. Wie viele Leute sind hier eigentlich? Warum halten die so viel aus? Ich schmeiß die Fähigkeiten einfach so hin. Einfach weil ich weiß, dass sie dann bis bei einem E wieder aufgeladen sind. Ich weiß nicht, ob du an solchen Orten mit Feuer spielen solltest. So, leicht entflammbar ist das hier, glaube ich, auch nicht. Also, ich glaube nicht, dass hier alles sofort in Flammen aufgeht. Die scheiß Traktoren wieder. Ich habe das auf Twitter ja erwähnt. Hier gibt's ein Traktortreffen. Fürs Wochenende. Es war übel laut und stinkig. Him. The boss. He wanted us to test you. Und die Abgase waren so schlimm gestern, dass ich davon Migräne bekommen habe. Deswegen konnte ich nicht streamen, obwohl ich das wollte. Look what the cat dragged in. Your skill with the blade is rare indeed, my lord. A fitting talent for an outlaw. You know who I am. So what now? Call in the men of the Rock and collect the bounty? That isn't my decision to make. Our work is done. Take him to meet his precious Rosina. She will be interested to make his acquaintance. Yes, my lord. To the Lock of Leisure, then. Hof der Muße, okay.
Jetzt geht schon wieder irgendwie in den Puff hier. Meine Güte. Made from the stoutest stoneware. Oh. Oh. Hübsches Wasser. Es sieht sehr, aber auch wirklich wie eine richtige Stadt aus hier. Das sieht richtig, es ist sehr hübsch. Muss ich mal so sagen. Der letzte Schrei. Brot so weich wie eine Schäfchenwolke. Ein horny Spiel mit hübschem Wasser. Ja. Es ist feucht quasi. Is this the place? Lubo's Forge. The Briar's Kiss. Ah, so it was the young sprig after all. So much for Rosina Dalamil being a woman of experience. How wrong I was. It was an easy mistake to make, Uncle. After all, it must have been years since Sid last saw her. Sorry, him. Whoever this Lubor truly is, he's clearly a man of means. I'd say he deserves our respect. See that he gets it. Was ist los? Die Rosina ist gar nicht rosinig. Lord Furder told me to bring them to you. Die ist mehr so studentenfutterig. My boys tell me you're in need of assistance. Sid II? I won't waste your time. I need passage through the south gate. Tell me, what do you think is a merchant's most important commodity? Why, trust. Everyone knows that. Without it, you have nothing. And nothing is exactly what you have. And so, for you, I, too, have nothing. I'm not in the business of helping every lost puppy that wanders in off the street. I'm a busy man, as you can see. Das Let's muss man leave für this ihn mama erledigen. to his farce. By all means. Find someone else to help you on your way. Just be sure to tell them you're not the two travelers from the inn the guards are looking for. Don't want them jumping to conclusions, do we? Why, you... So, what do we need to do to earn your trust? I like this one. Willing to do whatever it takes to get what he wants. Ha! Men like you have a special place in my heart. Why, you ask? Because they get me what I want. Always. Ah ja, klar. Fine. So what do you want? Don't tell me you're going to listen to this swaggering scruff. We might as well hear him out. It's only natural that an ally of Sid's would seek assurances of strangers. Assuming he is an ally, of course. 5 years ago, he would have still been a boy. And yet even then I had more good sense than a man, 5 times my age? But enough of the pleasantries. We were speaking of what I want. I want you to put an end to the trouble in Dalamil. Return to me when you have done so, and you shall have my aid. Was sind die Probleme? Das könntest du mir vielleicht vorher noch sagen? What trouble? If you're going to give us orders, be clear about them, damn you. Manners, Greybeard. One catches more damselflies with honey than with vinegar. What did you call me? My apologies. A word of advice in recompense. Follow the crystals. Oh, but that was 3. Oh, I'm making this too easy for you. Ha! It will be easy. Solving his little riddle should be like dealing with him. Child's play. Let us divide our forces, Clive.
I'd rather not drag this parlor game on any longer than we need to. All right. Good luck, Uncle. Was für I thought we were the eine only ones causing trouble in Dalamil. seltsame Interaktion gerade irgendwie gewesen. Um ehrlich zu sein, das war strange. Und wir reden mit noch mehr Leuten. Excuse me. Is it true there's been trouble with crystals of late? You've heard, then? I've heard rumors. Damn thieves. Pilfering the crystals that were meant to fill our cups and light our stoves. Us common folk have hardly had a shard to share between us these last few moons. And it isn't as if we can buy them on the black market either. Whoever's taking them, they aren't sharing. Okay, Diebe haben Kristalle geklaut. Ist schon relativ schnell erklärt hier. Dann wissen wir ja schon mal halbwegs Bescheid, was eigentlich vor uns bevorsteht. Do you have a moment? Depends what for. Just a question. Dalamil seems to be thriving compared to the other villages I came through on the way. Is there a reason for that? Well, we're a stone's throw from Drake's Fang for one. The soldiers guarding the Mother Crystal and the shipments need a place to spend their hard-earned gil. The men of the Rock throw their money about like there's no tomorrow. Is that so? Well, thank you. Don't let me keep you from your work any longer. Okay. Wir werden also quasi die gesamte Ökonomie dieser Stadt zerstören danach, ne? Wenn wir jetzt hier weitergehen und den Kristall erledigen. Ne? Nur so nebenbei. You wouldn't believe how much he gave me. What can I do for you, soldier? Need that sword polishing? I'm not a soldier. Ugh, then be off with you. I serve the men of the Rock and the men of the Rock only. You have an agreement with them? Don't be stupid. I just know which side my bread is buttered. Don't want to be stuck under some pauper when they come knocking. With pockets deeper than Zemeckis and an urge to empty them. No, just leave, will you? Before you scare them off. I think I'm starting to get an idea of what's been going on. I wonder if Uncle Byron's learned anything of use. Ich wundere mich, wie das tote Land zur Wüste steht. Da Wüste eh sehr lebensunfreundlich ist. Ich nehme an, die Wüste hätte zumindest noch Äther. Ja, na, die Wüste hier im Moment hat, glaube ich, extrem viel Äther. Einfach, weil es in der Nähe sich befindet vom Mutterkristall, nicht wahr? Why is the tavern shut? It's you, the one who broke all our furniture. What do you want? Haven't you caused enough trouble already? I'm looking for my pal. Have you seen him? The gentleman who was with you? Yes, he's upstairs, but... Thank you. I'll go and fetch him. Reden. Hä? Wo ist er denn? Hä? Onkel Byron? Ah, okay. Huh? Will this suffice as a deposit? By the sands. That's a black pearl. One of the many treasures in my collection that I would be only too happy to part with, should you give me reason to do so. All right. I'm sure that we can come to an agreement, but not here. What are you doing, Uncle? Okay, unser Onkel ist nicht der kompetenteste bei sowas, habe ich das Gefühl.
Ich meine einfach, die Leute zu bestechen von mir, ja, gut, vielleicht. Care to explain why you're giving gifts to Kupka's men? Bait, my boy. One cannot catch one's prey without it. And I do believe I've snagged us quite the quarry. I started by asking around the markets as to where I might purchase crystals. I had no luck, of course. It's forbidden to trade in such things. But my uncharacteristic indiscretion just happened to attract the attention of those uniformed ruffians. They took me aside and said they could procure the crystal I sought if I proved I could pay for it. So the pearl was your proof? I thought they'd ask for more. A second-rate specimen like that would only fetch 500,000 or so. A small price to pay for admittance to the underworld. But enough about my little act of subterfuge. What did you discover? That the supply of crystals has dried up of late. And some people seem to think they're being stolen. Meanwhile, members of Kupka's private guard have been spending money all over town. I'll wager those soldiers you've been talking to have been siphoning off crystals meant for elsewhere, and pocketing the profits. I'll wager you're right. We'll meet with them then, just as you arranged, and put an end to the trouble Lubor spoke of. Ha! That preening popinjay thought this would be difficult. It just goes to show, one should never underestimate a Rosfield. We'll soon wipe that smirk off his face. Dass sie sich so gegen, dass er ihn so nicht ausstehen kann, ist irgendwie komisch. Ich weiß auch nicht. Irgendwas. The perfect place for a spot of double dealing. I trust I can. Okay. Count on your support if they turn sour. Of course. Okay, ich kann hier nicht runterspringen. Das wäre schön gewesen, wenn ich das hätte tun können. Einfach der Abkürzung halber, aber was soll's. What was all that crashing and banging about before? Okay. Ah, Wüste. Es ist wirklich schon mal angenehm, hier was anderes zu sehen, als immer nur irgendwie Grau und Wald und Gebirge und Kälte und hast du nicht gesehen? Das sieht jetzt ja teilweise lebendiger aus als der Ort, die Orte, an denen wir uns vorher befanden, um ehrlich zu sein. Ambrosia, komm mal her. Wie. Ach, wie süß. I'll take it from here. Der will immer alles für uns erledigen. Der ist ein bisschen... Ich habe so fast das Gefühl, Byron ist ein kleiner Wichtigtuer. So ein Stück weit. Oh, illegaler Kristallhandel hier. I was beginning to think you weren't coming, my lord. You've brought your contribution? All the silver and stones I could scrape together at such short notice? You brought the whole 500 talents. That was the price we agreed upon, yes? If you've no objections, I'd like to see the crystal. Of course. Ist ja fast wie ein Drogenhandel Right hier. this way, my lord. Not bad at all. You weren't lying about the clarity. But what of security? If I were to be stopped on the road, what guarantee have I that it wouldn't be seized as property of the Republic? Because these crystals are no longer the property of the Republic. You're not buying from us. You're buying from them.
And we have no more jurisdiction here than you, my lord. But we have ships, and will gladly deliver to a port of your choosing, now that our price has been met. Royalists, eh? What brings you here? Why, to collect their share of Drake's Fang's blessing, of course. Our nations are allies, and so they are entitled to a portion of the Mother Crystal's bounty. And being such good friends, we elected to increase that portion and share the benefits. And now that these crystals are officially property of the Kingdom of Waloed, we are duty-bound not to interfere, no matter where they might happen to end up next. Did you get all that? They're in cahoots! So it would seem. My lord! This is a sting-up! What is the meaning of this? Double-crossing dogs. They're not here to do business. Kill them! Kill them both! It's not over yet, Uncle. Good! I'm just getting warmed up. Okay, hier ist irgendwo ein Heiler. Ah, da ist. Valuta Hirte, okay. Nichts mit Heilen. Ja, hab ihn auch jetzt gerade nicht so... Ich hätte echt gedacht, dass er würde es uns irgendwie erschweren. Aber anscheinend hat er doch mehr zu bieten. Ist er doch eher ein cleverer Boy. Noch mehr Gegner, die sich nähern, okay. Shit. Schon wieder. Ich habe doch eigentlich schon gesagt, dass ich nicht Chocobos angreifen will. Aber das Spiel will uns einfach dazu zwingen, immer wieder Chocobos zu töten. Das gefällt mir nicht. Plöpp. Well, that wasn't too bad. How'd you like my performance, huh? I've often played the villain on the stage. I think I did the role justice. Don't you? Greybeard, you were magnificent. The battle scene was particularly Ist der uns jetzt gefolgt die ganze Zeit? Such a shame you didn't have more of an audience, but perhaps that's for the best. How long have you been watching? Long enough to witness your uncle's sordid transaction. I hardly expected one so venerable to degrade himself so thoroughly, buying one's way into the confidence of degenerates. Ingenious. This was the trouble you spoke of. The men of the Rock taking crystals meant for the common folk and conspiring with the Royalists. Well, now it's over. Indeed it is. The people of Dalamil had scarcely any means of redress against Kupka's men, let alone a foreign army. Until you two came along, that is. Well, we'd better get these crystals back to town. You won't mind waiting with them while I fetch a wagon.
Okay, jetzt ist ein bisschen besser. Das Licht sah mir gerade so kalt aus. Ich sah aus hier, ich habe gerade geguckt, wie ich hier aussehe in der Facecam. Es war ja so, als wäre ich hier irgendwie im OP-Saal. Meine Güte. Einige Zeit später. It occurs to me that I still don't know your name. Clive. So, Sid II is a Clive. I suppose it could have been worse. Well, Clive, you held up your end of the bargain, so I must do the same. Passage through the South Gate, was it not? To tell the truth, you've helped a little there too. Many of the guards have already been redeployed to deal with the issue of their missing comrades. And those left behind have been encouraged to look the other way should you attempt to pass through. Thank you. And please allow me to cover your costs. You still have the purse I gave to the soldiers, I trust? I saw you pluck it from one of the bodies. Oh, dear. Was I really so obvious? And my name is not Greybeard. It is Lord Byron Rosfield, thank you very much. No, thank you very much, Greybeard. Of all the... Here, wear this. Und noch mehr Siegel. Was die Wüstenrose von La Lubor Any erhalten. friend of mine who sees you with it shall be a friend of yours. Thank you, Lubor. And please, feel free to send one of my Stoluses back to your people. Tell them that Rosina Dalamil is back in bed with Sid. Oh my. Omia Lostelan. Tu Isakelis. Ugh. I'm trusting you, Sid. Or should I say, Clive? So be sure not to let me down. I have a reputation to uphold. Well then, I wish you a safe journey south. Thank you. Not at all. It was my pleasure. Come on, Uncle. Let's go. Haben sogar ein bisschen Ruhm dafür bekommen. Okay. Is it true what I'm hearing? Hier ist auch noch eine Nebenquest. It would make a Alles fresh bread warm offstream. from the oven. Just look at the detail. Ach ja, und jetzt ist hier die Tür hier offen. The gate. Lubor was true to his word. We should get going soon. Do you have Das ist ja wirklich dieser Kalkstein überall. Ah, I'm not too late. What is it, Lubor? A question that I neglected to ask earlier. Where is it that you're bound? To Drake's Fang. To finish Hugo Kupka. Just as I thought. Then allow me to share a secret. Drake's Fang is currently riddled with royalists. Talmeki and Walud are allies, and as you've seen, their soldiers work hand in glove. But no nation has ever before allowed a foreign army to make a barracks of its holiest of holies. Not by choice, at least. And there's more. A man on the inside of the Fang has failed to report for several days. I fear there may be more trouble lying in wait for you on the road ahead. Isn't there always? If you're determined to beard the lion's den, then promise me one thing. That you will enter via the mines, where the guard is lightest. I've lost one Sid already. If I lose another, people will start to think me careless. I don't plan on dying. Not before Kupka does, anyway. Well,
so long as you have a plan. Draußen wird wieder rumgeschrien, irgendwas. Keine Ahnung. Drake's Fang should be just beyond these springs. Shall we press on? Oh. Sekunde, einfach mal Wasser angucken. Heißt also, sowohl Kupka und der Kristall sind als Ziel gedacht? Ja, genau. Das ist ja sowieso unser Ziel die ganze Zeit. Wir wollten Kupka ja sowieso schon erledigen. Und wenn wir dann gleichzeitig auch noch den Mutterkristall erledigen, zerstören, ist ja dann alles schon 2 Fliegen mit einer Klappe. Wir reinspringen, ja, das ist so übel hübsch, das Wasser. Hier gibt's auch nochmal zum Gucken. Oh. Die Ecke hier, die bringt überhaupt nichts. Diese kleine Terrasse, wie es auch hier steht, dieser kleine Vorsprung, der ist nur dazu da, damit man hier ein bisschen gucken kann. Glaube ich. Oh, ein Gillkäfer. Ich habe diese Verkaufgegenstände so gut wie gar nicht benötigt bisher. Die braucht echt... Oh, man kann hier lang. Was gibt's hier? Irgendwie habe ich das Gefühl, hier gibt es dann irgendwie mal einen Moment. This is the spring which provides the water for the Dalamil Inn's famous healing baths. I wouldn't mind having a dip myself. If we didn't have more pressing matters to attend to, of course. Ja, für mich sieht das hier aus, als ob hier irgendwie Quests irgendwie ablaufen würden. Hier wird dann irgendwie ein Gegner auftauchen, den man dann bei einer Jagd erledigen muss oder sowas. Würde ich mal vermuten. Kiefer. Oh. Oh. Das ist ja mal eine Aussicht. There it is. Drake's Fang. Kupka will be hiding inside. Along with goodness knows how many guards, all on highest alert. You'll need to keep your wits about you if you're to reach him. So be careful. I will, Uncle. Before you go, Clive, allow me to apologize. Hmm? After what befell at Phoenix Gate and the crisis that followed in its wake, I fled. I retreated to my counting house and danced attendance upon the vicereine in the hope it would bring me favor. I betrayed my nation to save my skin, like the coward I am. And I'm sorry. Okay, Byron wird jetzt mal so richtig sterben. Aber so übel. Am Ende dieser ganzen Geschichte hier. Clive. Rosaria is yours by right. And there are those that would help you to take it back. Had I the courage of my brother, I might already have done so. But that ship has sailed. You, however... No. Forgive me, but I cannot. I fight to build a new world now. A better world. Where men can live and die on their own terms. I was raised in a nation that strove to improve the plight of bearers.
later did I realize that spark of freedom did not arise by chance, but was kindled by my father. You would see me follow in his footsteps. And that is exactly what I mean to do. Not by ruling Rosaria, but by extending his ideals to the whole of the twins. Though every soul in the realm may judge my actions heresy, I am certain my cause is just. Das ist auch übel passend, weil er ja auch ein Träger ist. Thank you, Clive, for coming back to me. I am proud to call you nephew. Well then, this is where we must part ways. Wish me luck in convincing my Canvarian friend to share his considerable talents. I mean to plunder his coffers and prove myself worthy of a place in your merry band. Till then, my boy. Till then, go safely, Uncle. And you, nephew. We have much to catch up on, you and I. I shall expect you to regale me with the tales of all your adventures when next we meet. You can regale me too, Torgal. I'm coming for you. Würde er aber als Großherzog eher gebacken bekommen, als ein Geächteter mit dem Fake-Namen Sid? Eigentlich ja, ich glaube auch, aber... Drama. Ja, es ist... Ich mache mir auch... In diesem Spiel macht man sich ja wirklich Sorgen, ne? Man merkt wirklich so, dass... Hier kann jeder eigentlich sterben, ne? Fuck! What have they stored? What has that gutter rat done to me? Out of my sight, wench! I'll kill you, Rossfield! I'll rip out your heart! I'll tear you limb from limb! Peace, Hugo. The table shan't hurt you any longer. Oh, no. He sought to humiliate me. Me! If you hadn't interfered, he would be dead! You truly believe you would have triumphed had the battle continued? Titan would have ground him into dust! And how would he have done that without his head? Shut up! You weren't strong enough, and you call yourself a dominant. Or rather, you did. You mock me, Harbert. Oh. Do you see, Hugo? You are weak. Fuck! But so long as that fire burns within you, there is still hope. There may yet be a way for you to take your revenge. Tell me, what must I do? Please, I'll do anything. Just tell me. Ihn jetzt so armselig am Boden zu sehen, ist aber auch irgendwie ein bisschen... fast traurig. Fast. The heart. What of it? A
Mother Crystal's heart is the most concentrated source of ether in all creation. Perhaps you could take advantage of that. Of course, the crystal would not yield her blessing to any ordinary man. But then, you are no ordinary man, are you, Hugo? Also gar nicht manipulativ. Stole your power, but others have suffered a similar fate and still managed to find the strength to conjure their icon. Stimmt, seine Kräfte als Dominant sind eigentlich gar nicht weg. Like Benedicta Harmon. Wir haben quasi nur einen Teil seiner Kräfte genommen. Of the ether and gained a power beyond human understanding. She did. Benedicta. Benedict. I'll do it. My love. I'll avenge you. Run along now, Hugo. You need only follow the light. Muthos is here. Very well, it shall be so. You may leave everything to me, Your Majesty. What the fuck? Okay, jetzt wird's langsam echt komisch. Harbert spielt ein doppeltes Spiel. Ich weiß nicht, ob... Ich glaube, der ist wirklich einfach nur loyal zu seinem König, Barnabas. Darum geht's hier. Was seid ihr für welche? Lecker Mittag. Gibt's auch heute anscheinend. Was seid ihr denn? Orks. Ah, okay. Oh, okay. Alles klar. Did the royalists bring them from Ash? Unter Tage. Are the beastmen part of the Waluda army now? How the hell did that happen? Gute Frage. Was machen Orks am Drachenfang? Ja, die gehören anscheinend zur Armee von Walud. They spotted us. Das war nicht die Fähigkeit, die ich einsetzen wollte, aber was soll's. Ach, die Projektile waren von Folge. Folge kann ja jetzt Magie wirken. Ganz vergessen. Ja, hier gibt es keine Karte natürlich. Dass Dungeons keine Karte haben. Ich finde es ganz ein bisschen seltsam, weil bisher haben wir ja von den Royalen so, von den Königen und so weiter immer nur mitgekriegt, dass sie die größten Stück Scheiße sind, die man sich vorstellen kann, ne? Mit Annabelle von Rosefield, Kupka, Hugo Kupka,
Die von San Rack ganz besonders, die im Eisernen Königreich. Allerdings, so habe ich das Gefühl eigentlich die ganze Zeit gehabt, dass der König von Valut, halt hier Barnabas, eher noch irgendwie noblere Ziele hatte, aber so wie das hier aussieht, ist ja kein Deut besser als alle anderen. Au. Meine Reflexe sind gerade echt völlig von Eimer. Ah, ich hab den falschen Knopf gedrückt. Geblam. So much for the men of the Rock. Dalmekia's finest. Ja. Danke, gute Frage. Wohin hat sich jetzt Torgel eigentlich entwickelt? Also Best Boy war er ja schon die ganze Zeit eigentlich, aber jetzt ist er ein wahrer Nagant. Gesundheit. Hä? Okay, das war absolut unnötig. Dass sie sogar Schamanen haben hier. Wahnsinn. Oh, hier ist Item. Ah, sehr schön. Heiltrank. Hier drüben noch was? Kiste. Auch nicht mal hingucken, was wir bekommen. Das ist einfach nur Zeug. Animals who should never have left Ash. Stay down. Stay down. Immer wieder die Voice Clips. Das war falsche Fähigkeiten. So. Ich merke gerade echt, ich bin wirklich übel aus der Übung. Too slow. Okay. Jetzt kriegen wir teilweise schon 24 Gil von einem Gegner einfach noch so hinterlassen. Wahnsinn.
Kommt voran im Spiel. Wo müssen wir überhaupt lang? Ah, okay. Sind ja auch humanoide Wesen mit eigener Kultur und so. Sehr, man kann nicht viel von Kultur sehen, gerade bei ihnen. Gunst des Blitzes. Won't be going any further this way. Okay, hier ist nichts. Stairs. This must be the way out. Stairs, ja. So sehen. Komm, greif an. Ich hab schon wieder... Das war jetzt, aber... Ich bin aus Versehen auf den Knopf gekommen. Jetzt ohne Scheiß. Mein Timing ist teilweise echt... lässt zu wünschen übrig. Wo sind wir hier überhaupt? Oh, hallo, du bist aber ein großer Boy. I won't be sneaking past this one. How did it get in here? Nix ist. Ich sehe nichts. Kablam. Au, 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 au. Au. Ich war kurzzeitig gelähmt hier gerade, da ging gerade nichts. Okay, da habe ich jetzt aber eigentlich... sag mal! Yeah. Nice try. Okay. Lubo hatte ja erwähnt, dass man seit Tagen nichts mehr von den Wachen im Drachenfang gehört hat, wohl wegen den Orks. Allem Anschein nach. Irgendwo noch was hier zum Einsammeln? Sieht nicht so aus. Aber schick dekoriert hier. Meine Herren. Ja. Meine Güte. Ich dachte, ich könnte durch den durchlaufen.
Kuka never did do things by halves. As if taking the Mother Crystal for his own wasn't enough. He had to build his castle in it. Das ist wirklich ziemlich protzig. Mal ohne Scheiß, das ist übel protzig. Let the trial begin. What the hell? With me, Au, 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 au. Nix ist. Okay. Okay, das hat nicht funktioniert. Au, warum hat... Die Fähigkeit war nicht aufgeladen. Das war schlecht getimt. Das war gut getimt. Ohne Ende. Trophäen gerade, was ist denn los? Ja. Shit. Und das war's auch schon. Okay. Man merkt, ich merke es schon sehr stark, dass erhöht Schaden von Gewitter um 10%. Dieses Kampfsystem funktioniert wirklich am besten, wenn man nur einen Gegner vor sich hat. Sobald man 2 oder 3 oder mehr Gegner vor sich hat, dann ist das alles ein bisschen... holperig, aber sobald wirklich nur ein Gegner vor einem steht, da entfaltet sich das Kampfsystem so richtig. So this is the power of Mythos. Mythos. Ist das nicht ein Charakter aus Tales of Symphonia? Mythos? So dunkel hier drin.
hier sind auch alle tot schon. Did the orcs do this too? Ganze 100 Gil, wow. Super Trank. Oh, fuck you. More of them. It's over. Hier war noch ein Item. Gibt es eigentlich irgendwie eine Fähigkeit, die ich verbessern kann? Ja, mein Limit. Mein Limit Break mal verlängern hier. Das wollte ich schon die ganze Zeit über eigentlich mal machen. Das war absolut notwendig, ja. What the hell is going on? Are these things here for me? Or for him? Gute Frage. Nächste Frage. Ist das der Thron? Ja? Courage. Okay. Einige Gegner benutzen die Fähigkeit Courage, um die Angriffskraft eines Verbündeten zu erhöhen. Achte auf das. Okay. Nein, nicht. Hier gibt's nichts mit Courage. Au. Au! Soil and stone. Das war absolut notwendig jetzt. Okay, erstmal hier ein bisschen Überblick verschaffen hier. Au! Oh. Konzentration ist angesagt. Aua. Wuff, wuff, wuff. Okay. Wo geht's jetzt lang? Ah, okay, hier ist eine Tür. Komischer Thronsaal. Einfach nur eine Tür rein und eine Tür raus. Seltsam. First orcs, now these nightmares. Is this your doing, Ultima? Ob hier wohl ein Kampf passiert jetzt? Ach Mensch, hätte ich ja niemals erwartet. Super, dankeschön. Au. Titan. Ja, das war ein Magieangriff. Nix ist.
Ah. Nee, andere Richtung. Hier hin zur Seite? Wo einen das Spiel aber auch einfach teilweise hier hinführt? Haben wir jetzt Kupka vor uns? You've been busy, Kupka. But where did you go? The heart. He's in the sanctuary. I can feel it. Come on, Toggle. Spring halt. Spring. Wir hätten doch einfach runterspringen können dort. Naja, was soll's. Okay. Noch mehr von euch. Nix ist. Komm. That had better be the last of them. Jetzt wird's interessant, was hier jetzt auf uns zukommt. Benedicta, my everything. What the fuck? I've missed you so much. Kuka! I swear to you, my love, we will never be parted again. What's wrong with him? Okay, ja, Kupka hat sämtlichen Verstand verloren. You got away from her. Benedicta! The fuck? I'll kill you, Roswell! What? Oh shit, he's priming.
Come on. Find him. You've done this before. You can do it again. Let the flames burn within you. No. Let them burn without. Come to me, Ifrit! Wusch. Jetzt ist die Luzi hier wirklich los, ne? Hat er immer noch seine Hände oder hat er... Nee, hat er nicht. Jetzt hat er sie. Okay, na das wird ein Spaß jetzt. Okay. Au. Wusch. Oh ja, okay, das macht Schaden. Okay, was haben wir jetzt vor uns? Oh je, oh je, oh je. Schwefel erlernt. Clive kann jetzt auch endlich nach faulen Eiern stinken. Wie schön. Feldwurf. Sehr kreative Namensgebung. Schwefel. Clive hat durch Titan die Fertigkeit Schwefel erhalten.
erlernt. Halte R2 unfähig und lasse los, um eine heftige Explosion auszulösen. Halte für längere Zeit eine stärkere Explosion. Du kannst die Aktion jederzeit mit X abbrechen, ohne die Explosion auszulösen. Schwefel 2. Während die Explosion aufgeladen wird, ist Ifrit unverwundbar. Ein gegnerischer Treffer löst die Explosion jedoch automatisch aus. Okay, nice. Au. Au. Ja. Ayas Aufschrei? Okay, sie hat aufgeschrien, ja. Wie grazil aber auch. Ich sehe nichts. Au. Okay, jetzt haben wir es. Gerade jetzt gearbeitet. Ah ja, dachte ich mir schon. Es war so ruhig im Chat. Da konnte ich mir schon irgendwie denken, dass da irgendwas passiert ist. Aber du bist ja wieder da. Ist in Ordnung. Nom nom. Was macht er? Er isst den Kristall? Oh je. What the hell has he done? Oh. Hallo. Hoffentlich ist Torgel noch in Ordnung. Ja. Hallo zur obligatorischen Asuras Wrath Sequenz.
Also wenn das mal... ach du meine Güte. Meine Güte, hier ist aber echt... Ach, du Scheiße. Ja. Das ist sowas von Asuras Wrath gerade, aber so richtig. Also übel. Verlorener Titan heißt der. Ich glaube, den kann man schwer verlieren. Der ist schwer zu übersehen. Ich mochte Asura's Wrath auch sehr gerne. Man bedenke natürlich, wir sind hier in der Ifrit, in unserer Ifrit-Gestalt, was bedeutet, dass wir selbst ja sowieso schon die Größe von mehreren Häusern haben, ne? Also als Mensch wären wir noch kleiner. Im Vergleich. Das waren 600.000 Schaden und das hat kaum irgendwie eine Delle in seiner Lebensenergie gemacht. I've got you now. Scheibenkleister. Nix ist. Ah, okay. Bomb. Nix ist. Shit. Jetzt hat er seinen Arm weggenommen gleich. Okay. Oh, er ist gebrochen.
Okay, wir machen hier nur sehr wenig Schaden, muss ich zugeben. Wir müssen ein bisschen näher ran an ihn kommen, glaube ich. Die Musik aber auch. Ach, das hat auch noch Gesang. Also Gesang vielleicht ein bisschen übertrieben sozusagen. Ah. Hier ist so viel los. Siehe. Okay. Au. Gebrochen. Uff. Ah. Sind wir jetzt bald mal ein bisschen näher dran hier an ihm? Oh, Tentakelangriff. Au. Oh, ey, hier geht aber echt gerade die Luzi ab. Und die Luzi weiß, wie man so abgeht. Au! Okay, ich verstehe schon. Genau reingesprungen. Regen.
krieg auch so ein bisschen Vibes von Metal Gear Rising Revengeance. Um ehrlich zu sein. So ein ganz kleines bisschen. $500.000 Schaden. Wieder Asura hier ohne Ende, aber wirklich übel. Au. Blöp. Schau mal, wie weit fallen wir denn hier gerade? Oh. Ja, nö, noch ein Dropkick rein, genau. Ja, nö, ist gut. Sind 2,7 Millionen HP Schaden. Ja, er lebt noch. Okay. Auf den Kampf waren sie richtig stolz. Die wollten hier richtig was. Ja, genau. Die wollten einfach nur angeben hier. Das ist der Kampf, bei dem die PS5 überhitzt. Oh, und da steckt er fest. Oder auch nicht. Hehe.
Shit. Wie. Nur Barrel Roll oder so ähnlich. Ah, ja, definitiv. Das ist wirklich, da haben sie wirklich einfach alles rausgehauen, was sie hatten. Au, 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 au. Ether from the mother crystal. If you can do it. It's original! The time has come, it's euer Wahl. Kriegen wir jetzt Super Ifrit hier, oder was? Ich glaube tatsächlich, dass wir das sogar bekommen gerade. Oder wir machen einfach nur eine riesen Faust. Ja, nö. Wir wollen ja nicht übertreiben, ne? Also was ich bisher am Spiel wirklich mag, ist, wie es sich zurückhalten kann. Ne? Alter. Dieses Spiel. Gaias Zorn. Kann man eine neue Waffe, glaube ich, machen damit oder irgendwas. Ach, jetzt macht er sich auch noch ein Feuerschwert. Ja, ne, ist gut. Ja, man hat sich mit Drachen fangen, ja? Wir haben nur noch 2 Kristalle vor uns. Und dann wer weiß, was passiert. Oh, hey, Kupka. Geht's dir gut? Und wieder der andere Kapuzenmann. Wer auch immer dieser Kapuzenmann ist. Wir wissen ja nur mittlerweile, dass es nicht Joshua eigentlich in Wirklichkeit ist, ne? Oder? Is that you, Ultima? What do you want? Your soul is tainted with worthless human will, yet your thirst for power remains undiminished. With every sip you take, you grow in strength, and soon you shall achieve perfection. I don't know what you're talking about. You will accept us, Mythos.
It is inevitable. You were created for this purpose, and you shall serve it. Never! Fight it, Clive! Don't let him in! Consciousness. We see now. Warum hat er keine Zähne? Also nebenbei bemerkt. Warum hat Ultima keine Zähne? You mitigate its weakness by interweaving it with your consciousness. We believed we had merely to purge you of your will to claim our vessel. It appears we first have to sever every thread of the consciousness that supports it. No matter. The time to build a new world is not yet upon us. We will contemplate. Thank you, Joshua. Hey, Togo. One can no more command the power of ether by drowning in its flood than one can constrain the tides by standing in the sea. I had thought Hugo wiser than this, but it seems his head was full of rocks after all. Vielleicht ist dieser Harbard die menschliche Reinkarnation von Ultima oder sowas. That mythos is stronger. For 5 years, that man lived only for revenge. Clinging fast to a fiction, even as it swept him into the abyss. One cannot change one's nature through force of will alone. Only the Almighty can do that. Hugo Kupka, the man who gave his life for a woman's head. Die waren's, die ihm den Kopf geschickt haben. The death of a mother crystal should be so beautiful. Der Sid hätte das nicht gemacht. Ganz im Gegenteil. Ganz und gar nicht. Stein zu Sand. Feldlager der kaiserlichen Dragoons. Some medicine, my lord? Immer wieder diese Verkäuferin. I have salves, potions, anything you need. Stop bothering me, urchin, or you'll feel the back of my hand. You must consider your health, my prince. If a show of force is needed to keep the Dalmex at bay, you may trust in your dragoons. I beg you to call on Bahamut only as a last resort. His strength comes at too great a cost. The Empire agreed to an armistice with the Republic, and yet Emerald the Herald, Emperor still ja, plots vielleicht ein its bisschen. ruin. For now, the Dalmex suspect nothing, and as long as I can hold their gaze, war need not be inevitable. But more than that, Bahamut is the champion of the Empire.
When our people look to the heavens, the sight of him gives them hope. Meine persönliche Reaktion, wenn ich einen Bahamut im... Oh! Hallo? Forgive me, Terence. Would that you were my master. Jetzt wissen wir, warum das Spiel in Saudi-Arabien verboten ist. I will always be your loyal servant. Should the Council's brazen maneuvering prompt the Republic to tear up their own treaty and launch a new assault, our soldiers would advance to meet them, cutting across the Central Isles, but not in time to prevent their forces from breaching the southern defenses and storming Twinside. And so the capital would become a battlefield. Thousands of innocents would die. I cannot allow that to happen. There is one small mercy, at least. You will not be forced to do battle with Titan. Would that I could avoid doing battle at all. 1,000 pardons, Your Highness. What is it? Immer wieder diese Blumen, ne? Ja. Olivier has been made Emperor. What is the meaning of this? My father's orders. What were they? Quickly! Yes, Your Highness. His Radiance requests that Your Highness maintain position here and... Ah! Das wird Annabelle gewesen sein. Yes, my prince. I must go to the palace. I'll ready your steed. What is it now? Oh, hallo. Forgive the intrusion, Your Highness. I know you. At ease. We stand in the presence of the Phoenix. You wouldn't want to get your fingers burned. I hope I'm not interrupting. Not at all. Though I admit, I did not expect such a distinguished guest. How many years has it been since the Remembrance ceremony? 20? I thought you long dead. Do I address a ghost? Many have told me that I look like one. But no. I'm alive. Just. Prince Dion of the House Lesage, I have a tale to tell you. Okay. Hier ist noch ein Kristall und da ist noch ein Kristall. Gut. Wir kommen vorwärts. Es dauert, glaube ich, nicht mehr allzu lange, bis wir dem Ende entgegengehen. Also es wird noch ein bisschen dauern, denke ich mal, aber extrem lange auch nicht mehr. Wuff.
Aus der Versenkung. I'd better give Otto the good news. What ways need patching up? Ja, der Mickey verlor seinen Mutterkristall Dominus mit starker Andeutung, dass Balut aktiv seine Hand dabei hatte. Das könnte natürlich richtig noch Probleme geben für Sunbreak. Oder eine Möglichkeit für Sunbreak sich herausstellen. Mal sehen. Clive, you're back. Bin ich, ja. I am. And with glad tidings for once. Hugo Kupka is no more. Well, I'll be. All of our comrades who lost their lives back at Sid's place be smiling down at you right now. We had a stolus from Lubor saying Drake's fang had fallen. I expect that was your doing as well, was it? It's a long story. One for the history books, I'll bet. Welcome home, Clive. It's good to be back. You look better. I feel it. Which means I'm coming on your next little adventure. You're not leaving me behind again. Wouldn't dream of it. Otto, any word on the Royalist movement since I've been away? Shouldn't you be putting your feet up? If you really want to know, go and have a word with Vivian. Ist wirklich interessant. Wir machen wirklich eine große Story-Event. Und dann gehen wir zu Vivian und erfahren, was die Konsequenzen, eigentlich so die weitreichenden Konsequenzen für unsere Aktionen sind. Das ist eigentlich ziemlich cool. How are you doing? Hi. Quick look. Sunbreak ist ein sehr ungewöhnlicher Spieler hier, weil der Kaiser nicht wirklich als wichtig oder mastermindlich genug wirkt, während Annabelle mehr auf persönlichem Level eine Herausforderung stellt. Ich glaube auch nicht, dass Sunbreak der Hauptbösewicht am Ende jetzt ist. Also ich meine, dass der Hauptbösewicht Ultima ist natürlich jetzt so klar, ne? Was ich meine ist, Hauptbösewicht mit so der aktivste Bösewicht, der richtig eigentlich die Fäden zieht. Und ich glaube, das liegt eher an Valut. Ich glaube, das ist eher Barnabas. Gibt es neue Jagden, die wir ausführen können? Das A-Bügel, Rang B, Rang C, Rang A, Rang S. Der Zerstörer der Welten. Das klingt nach Spaß. Vivi, hallo. The conquering hero returns. And with hardly a scratch on him. I may have picked up one or two. Well, the fact that you came straight to me instead of visiting our resident physiker suggests that you picked up something more important. A scent. The scent of Waludas. The very same. But whatever plans Kupka was hatching with the Royalists, he took them to his grave. As did his men. Slaughtered by the orcs who'd taken over the Fang. Orcs, Vivian. I've never seen such creatures in storm. Wie waren? The Waludas must have Hat sich jemand verschrieben. Why? Why work to rescue Kupka only to invade his home, the mother crystal of an allied nation, and let both fall? It makes no sense. Do you know the tale of the blind men and the Adamantus? One can often be led astray by focusing too closely on individual details. One must instead see the bigger picture. And what bigger picture is there than my map? Oh my. The kingdom of Walud claims dominion over all of Ash. It is a nation forged by the bloody conquest of Barnabas Tharm, the dominant of Odin. The Canvarian War of Independence in 849. The Battle of the Twin Realms in 865. The Battle of Belinus Tor in 873. Wheresoever his armies fought, Odin was found where the fighting was fiercest.
But of late, the warrior king appears to have laid his sword to rest. Battle rages for control of the crystalline dominion. Yet Tharm sends not a single ship in support of his Dhalmekian allies. Meanwhile, the Blight ravages great swathes of ash. Yet warlike Waloed shows not the faintest interest in laying claim to untouched lands. So why go to the trouble of sending an army of orcs into the heart of Drake's Fang, only to make no attempt to claim the Mother Crystal for Will auch Waloed? die Mutterkristalle zerstören. It can hardly be for lack of men. Tharm's armies rival any in the Twins. No. We have not seen the last of the Waloed standard. Odin will ride again. It is but a question of when. And on that day, who will be trampled underfoot? In summary, I know not to what end the royalist betrayed Kupka. I know only that it is part of some broader scheme. A scheme tied to the ambitions of one man. King Barnabas. But there is no need to wallow in confusion. If one is to cure a sickness, one must first identify the symptoms. And your Lord Uncle has volunteered to do just that by keeping an eye on the royalists' movements. He's really throwing himself into this. Indeed he is. Which means all that remains for us to do is await his reports. Well, not quite all in your case. The people of the Hideaway must hear the news. Justice has been done. Hugo Kupka is dead. The wounds he left that night are still raw, especially for those who lived with Sid the longest. Tell them that those wounds might finally begin to heal. Consider it the price of today's instruction. I've never known you to be sentimental. What can I say? I am only human. And we are, all of us, sentimental animals at heart. I suppose we are. Very well. I'll go and spread the word. Okay. Gute Nachrichten, Leute. Ich habe jemanden umgebracht. Seid ihr stolz auf mich? Oh, da hat sich jetzt aber gerade... Da musste das Wasser gerade ganz dringend gerendert werden. Well, someone looks pleased with himself. It's true what I'm hearing, then. Nothing escapes you, Lady Karen. It's true. Kupka is dead. No more looking over our shoulders, then. Good. I'm starting to get a crick in my neck. Don't let it go to your head, though. Blackthorn, do you have a moment? What is it? I'm busy. I wanted to tell you that Hugo Kupka is dead. I can't tell you how long I've been waiting to hear those words. This is it then. A new beginning under a new Sid. I'll try to live up to the name. Clive, have you come seeking the gift of knowledge? No. To share mine, actually. Hugo Kupka is dead. Oh my. Can it really be true? Look, he's crying. Die Kinder kommen einfach so aus dem Nichts rein. The big baby.
And with good reason, children. These are tears of joy. We must offer up a prayer to your parents that the heavens might weep with us. There shall be no lessons today, only thanksgiving and merrymaking. Go, put away your things. All right. Alright, Brilliant. Governor. Finally, a new dawn has broken. It has. Ist doch irgendwie krass, dass wir jetzt hier so rumgehen. Ey, hier ist jemand gestorben, hier ist jemand tot. Oh, wie schön. Hippocrates. After Kuka fell, Ultima came to me. I need to know what he is. Have you learned anything? Alas, no. And not for want of trying. I have scoured nigh every historical tome in our collection and found nothing. Not even the sort of conspicuous absence that might suggest a concealment of fact. One is almost tempted to conclude that such a creature never existed. But I saw him. With my own eyes. I don't doubt that you did. Alas, it seems you are the only one who has. To others, he reveals naught. We see only that which he leaves in his wake, like some terrible force of nature beyond the ken of mortal man. A bringer of death. Whether the Ultima you met with was the being itself, or merely another projection of its power, I know not. But until I do, my investigations shall continue. Only one. Und auch wissen Barnabas und Harbert auch etwas über Ultima und Joshua. Weiß auch Bescheid. Einen kleinen Moment, ich bin mal gleich wieder da. Ich höre hier im Hintergrund komische Geräusche. Ich weiß nicht, woher diese Geräusche herkommen. Deswegen will ich mal nachschauen. Irgendwas ist hier gerade seltsam. Bin gleich wieder da. Okay, da bin ich wieder. Hab wieder die falsche Einblendung gemacht. Eigentlich sollte ich die Blink gleich zurück Einblendung machen, aber da habe ich die falsche genommen. Okay. Das Geräusch war einfach nur, der Trinkbrunnen für Minka ist ein bisschen leer geworden. Den muss ich nachfüllen. Und wenn der Trinkbrunnen, es gibt ja so eine Katzentrinkbrunnen, wenn die langsam so leer werden, dann plätschern die sehr laut. Und das war das Geräusch, was ich im Hintergrund gehört habe die ganze Zeit bei mir. Gibt's eine neue Waffe, die ich bauen kann? Das ist sie von vornherein schon immer gut hydriert. Ein Verstärker. It'd better all be here. You'll not find a better price than that. It'd better all be here. You'll not find a better price than that. Es ist nur, manchmal muss man eben auch ein bisschen Wasser wieder für den Brunnen nachfüllen. Aber jetzt hat sie wieder, jetzt ist der Brunnen wieder voll. Der war nicht leer oder sowas, sondern er ist einfach voll. What do you want? Weißwürumknochen.
Die Armreife der Drachentöterin kann ich zum Beispiel jetzt leider nicht machen. Ich habe keine Rotlegierung. Ich weiß nicht, wie man Rotlegierung bekommt. Yeah, that should do you. You can thank me later. Mhm. That it? Was habe ich jetzt ausgerüstet? Ich habe gar nicht drauf geachtet. Der Verstärker und das Platinschwert ist schwächer. Okay. Erhöht den Schaden von Kugelblitz um 9%. Ui, das ist doch mal ein Schwertchen hier. He cracked the crystal too. You're joking. Neue Post. Die Wüstenallianz. Cid der Zweite. Gestatte mir, mich noch einmal auf meinen anfänglichen Mangel an Vertrauen zu entschuldigen. Aber ich bin sicher, ein Mann wie du versteht, dass man sich das erst einmal verdienen muss. Vor allem in Zeiten wie diesen. Ja, ist auch irgendwo nachvollziehbar gewesen. Kann ich jetzt wirklich nicht sagen, dass das eine schlechte Idee war. Wie auch immer, meines hast du jedenfalls jetzt und du kannst dir sicher sein, dass du es so schnell nicht mehr verlieren wirst. Möge dies der Beginn einer fruchtbaren Freundschaft sein. Okay, hier muss ich eigentlich gar nicht hin. Wo muss ich überhaupt hin? Ah, da hinten. Okay. Sprich erneut mit Otto. Ich spreche mit ihm. Erneut. You barely sat down since you came home. Vivian got you running errands or something? Just spreading the word. So, the Professor's got a soft side, has she? I'd never have guessed. No. She was right, though. Everyone was glad to hear the news. Ah, but you ain't told everyone. I can think of plenty of friends back at the old hideaway who'd sleep more peacefully for knowing. Not least of all Sid. You should tell him. Ja, vor allem, wie er gerade sagt, die Leute sind auch erleichtert, weil er war ja auch weiterhin hinter ihnen her. And I will. Well, when you do, be sure to take Mid with you. She's been going at it hammer and tongs down at that workshop of hers, trying to do her father proud. I can't remember the last time she visited the old sod's grave. Very well. Das könnte natürlich jetzt unschön werden, vielleicht ein bisschen, ne? Mid. Ob sie da mitmacht, quasi. Aber ich kann das nachvollziehen, dass man da nicht zum Grab hin will. Bisweilen. Das kenne ich persönlich. Wie sieht's hier unten nun eigentlich aus? Was machen die hier eigentlich hier? Wofür ist sie eigentlich da? Alright, Clive? What do you want? I'm going to visit Sid, and I thought you might like to come with me. Sorry, I'm too busy for all that right now. I've got to get this thermal displacement stack sorted. Thermal... Displacement stack. Here. And this is for... Only the fastest, finest ship the world has ever seen. The Enterprise. Me and my dad designed it together. Where other vessels rely on the fickle winds to drive them through the water, ours is fitted with mithril engines. And those things have got more push than a behemoth in a bad mood, and more heat than all the hells put together. Which is where the stack comes in. I may have already talked some tight-lipped shipwrights into putting the hull together for me in a little dockyard in Canva. But the stack's a bit more involved, so I'm building it here. Thing is, it's so involved that I'm running behind and it's starting to hold things up over at the shipyard. I'll come and see my dad, though, when I'm done. Whenever that is. Das klingt wie eine Ausrede.
Is there anything I can do to help? Good old Clive. I were hoping you'd say that. First things first, I need some parts making. The sack will be made up of 3 major components. There's the plating, here, that channels hot vapors away from the engine. Die ist sehr British. The helm over the top, that disperses all that heat into the air. And the shielding around the sides. That stops the rest of the ship from going up in flames. A full suit of armor, then. Probably best to take it one piece at a time. Then you'll need to start with the plating. Everything else fits onto it. I've got the designs and the list of materials here. Show these to Blackthorn. He'll know what to do. I can't make head nor tail of them. Luckily, you don't need to. Warum ist dieses Versteck so groß? Ui. Was für ein armseliger Sprung er aber auch hat. Blackthorn, can I ask a favor? Out with it. It's for Mid. This my last chance to say I'm otherwise engaged. Spare myself the arseache. Go on then. What is it this time? She said you would know. Here. Krieger's teats. Well, I don't know what the hell you'd want this for, but I can make it. Won't be easy though. And I'll need help. Get Gavin-Otto in here, will you? All right. Warum bin ich eigentlich immer der Laufbursche hier? Ich bin der Anführer. So Mid's roped us all in here again, has she? Typical. Still, if that's what it takes to get her to visit Sid's grave, I'll do what I can. And, what is it we need to do, exactly? Take a look at this. It's this plating. The usual sword grade steel won't work. We need something that can get very hot, very fast, and still keep its shape. That means an alloy. Something that won't break or buckle at the temperatures she's talking about. Which is where you lot come in. I need materials, and I've got my work cut out already. You'll have to fetch them. Now, there's a special kind of sand I'm after that you can only find out in the Velcroy. Stardust, they call it. As for the rest of the stuff, my usual supply should have it in stock. It just needs buying and bringing back here. Well, we'll get it done quicker if we split up. One of us should probably give you an hand coat in the sand. And the other can go and get the rest from this supplier. Right then. Well, make your minds up who's going where. We can get this over with. Ah, okay, ich verstehe schon, was jetzt hier vor uns liegt. Wir müssen jetzt wirklich... Up to you who you take to the desert. You going after the Stardust then, are you? Which one of these 2 lucky souls is going with you? Gav. Gav, you're with me. All right then. So, where do we find this Stardust stuff? There's a river that runs through the southern reaches of the Velcroy. It's the black sand that washes up on its banks that you're after. Die Bethesda-Logik, ja, Southern mit reaches of the Sicherheit. Velcroy, eh? That's down past Dalamil. I'll go and scout the place out. See about hiring us a wagon to bring the stuff back to. All right. I'll meet you by the river. While you're off having a paddle, I'll pick up the rest of the stuff from Blackthorn's supplier. Take care. You two, eh? Don't go letting them fleece ya. Fleece me? I like to see him try.
In your own time. Okay. Ich verstehe schon, was hier vor uns liegt jetzt. Wir bauen ein Schiff quasi, oder? Nehme ich mal an. Habe ich nichts dagegen, jetzt ein Schiff zu bauen. Machen wir einfach, ey. Hoffentlich ein Luftschiff. Mag das Detail, dass es für die Enterprise wird. Ich habe meine Zweifel, dass wir hier überhaupt ein Luftschiff bekommen. Dadurch, dass wir ja sowieso eine Schnellreisemöglichkeit haben, brauchen wir ja nicht groß ein Luftschiff, ne? Wenn es hier wirklich eine Weltkarte gäbe, durch die man reisen könnte, dann würde ein Luftschiff Sinn machen, aber so eigentlich weniger. Luftschiff würde ich eher in Final Fantasy VII Remake in Part 3 dann erwarten. Ganz ehrlich. Sorry to keep you, Gav. Better late than never. I've had a quick scout about, and I reckon round here's our best bet if we want to grab as much of this Stardust stuff as we can. Don't know what Blackthorn's planning to do with it, though. I asked over in Dalamil, and they seem to think it was worthless. But if Stardust is what Blackthorn wants, Stardust is what he'll get. There's plenty of the stuff lying about just begging to be das Wasser. bagged. Then let's get bagging, shall we? We shall. Race ya. Die Musik erinnert mich auch ein bisschen an Dasil von Xenogears. So this is Stardust. It just looks like black sand to me. Ja, Sand. Ich verstehe schon, was gemeint ist hier. Das ist so quasi wie Eisensand der Tamahagane in Japan. Was ein bisschen ungewöhnlich ist, weil eigentlich ist dieser Eisensand, der Tamahagane-Sand aus Japan, bekannt dafür, von sehr minderwertiger Qualität zu sein. Okay, noch irgendwas? Hier, wo ist der letzte? Da oben, okay. That should be enough for now. Ich habe auch von dem Eisensand gehört, dass er nicht von bester Qualität ist, aber es ist nun mal ein japanisches Spiel. Da wird es wohl ein Bias geben. Naja, es ist nicht so, dass jetzt die Japaner das nicht bewusst ist, dass der Eisensand, der Tamahagane-Eisensand aus Japan irgendwie einfach schlecht ist. Die wissen das, glaube ich. Man muss ja auch dazu sagen, wenn man mal so drüber nachdenkt, ne? Es heißt ja, dass japanische Schmiede besonders gut sind, also extrem gute Schmiede sind. Und einer der Gründe dafür ist, weil eben der Stahl, das Eisen, der Rohstoff, den sie haben, einfach so schlecht ist. Sprich, die Schmiede mussten besonders gut sein, um aus diesem scheinbar nutzlosen Eisensand überhaupt irgendwas erarbeiten zu können, was man auch gebrauchen kann. Sprich, japanische Schmiede sind so gut, einfach rein aus Notwendigkeit. Wenn du gute Qualität hast, dann musst du nicht. Dann ist sehr viel der Arbeit schon irgendwie für dich erledigt, teilweise. Nicht unbedingt, aber kann man sich schon denken, was damit gemeint ist, ne? You finished? How much did you get? Enough. I hope. Oh, you win. That might even be enough for old Blackthorn. Hey, before we go, do you mind if we have a chat?
Er will uns seine Liebe gestehen, ja. The chance to talk. You know, man to man like. It does, doesn't it? Back when you first took Sid's name, we were talking all the time. Working out what to do in that. There was a lot to work out. And there still is. Those shoulders of yours starting to feel the strain? Hardly ever see you around the hideaway nowadays. Always on some errand or other. You can take a day off, you know. Says the man who spends most of his time behind enemy lines. Only 'cause you keep sending me there. I know I can count on you, Gav. Likewise. So you keep sending me wherever you need to, and I'll keep going. Safe in the knowledge that I have a home to come back to. Thanks to you. Right. That's enough soppy shite for one day. Soppy We shite. better get this lot back to Blackthorn before he slings his hammer at someone. You go on ahead. And try to get some rest once you're there. Oh, I plan to. Believe you me. After Blackthorn gets what he needs, of course. Right. Ready to go home, boy? Ja, Gav, man merkt, Gav ist so ein richtig loyaler Typ, ne? Der... Oh, ich kann nicht schwimmen gehen, schade. Hier gibt es gleich 3 Nebenquests. Je. Aber ich habe ja schon häufig genug gesagt, Nebenquests werden off-Stream gemacht. Einfach weil... Hübsche Wüste, ja. Ich mag auch, ja, habe ich ja schon häufig, glaube ich, erzählt, dass ich Wüsten... Also es gibt so mehrere Sachen, die ich besonders gerne mag, gerade in Videospielen und besonders in RPGs. Einmal sind es Wüsten, Schiffe, Schiffsreisen, auf dem Wasser reisen mag ich sehr gerne. Wüste durchqueren bin ich ein Fan von. Unterwasser mag ich auch sehr gerne, wenn man irgendwie mit einem U-Boot oder sowas vielleicht mal unterwegs ist. Alles, was so eine Welt groß und mysteriös so erscheinen lässt, das mag ich in einem Spiel. Die Lage Ballesteros. Werkbrett. Kunden aus dem Laden. Okay. Schledorn. Guck mal, was wir haben. Got everything you need? Yeah. Yeah, I do. Cheers for the Stardust. Should be enough to be getting on with. We should go out on maneuvers together more often. Kanalisationen, wie stehen die als Orte in einen persönlichen Ranglisten ganz weit unten? Wie für jeden. I'll make a start on putting this thermal plating together then. It will take some time, mind. So if you've got other things to be getting on with, I could do without you breathing down my neck. Thank you, Blackthorn. I'll let Mid know construction's underway. Ich glaube, es gibt auch wirklich niemanden, der Kanalisationen in Spielen mag. Weil einfach Kanalisationen sind auch bisweilen einfach so langweilig, ne? Die haben nichts groß jetzt rein optisch. Rein das Leveldesign ist meistens langweilig und also am besten ist es immer, wenn es die nicht in dem Spiel gibt. Ganz ehrlich. Ich habe 1830 Punkte für Skills hier auszugeben, meine Herren. Das Ding ist, das Meistern dieser Fähigkeit bringt nicht allzu viel, weil das Meistern ist nur dafür da, dass man diese Fähigkeit dann auch außerhalb von Titans Fähigkeiten-Slot ausrüsten kann. Obwohl.
eigentlich auch nicht schlecht so. Weil da kann man sich dann, also weil meine Idee ist da, dass da kann man sich dann so einen eigenen Bild eigentlich so quasi machen. So wirklich seinen eigenen Charakter irgendwie zusammenbauen damit. Aber so wird jetzt einfach erstmal nichts stärker, also das kann man jetzt im Moment so nicht gebrauchen, glaube ich. Gehen wir eben das. Lernen wir das mal ganz fix. Noch irgendwas, was wir hier machen könnten? Nee, ne? Was soll's. Wir haben immer noch nicht genug Ruhm, um noch irgendwas anderes freizuschalten. Was ist denn hier los? Okay, na gut, ab damit. Ab damit. Ja? Kein Zutritt, hier ist immer noch kein Zutritt. Frag mich, was da hinkommt. Ganz ehrlich. Ja, okay, hier bin ich richtig. Editors started reading books that don't have any pictures in. Liest Bücher ohne Bilder. Wer macht denn sowas? If I don't come up with something soon. You'll be pleased to hear that Blackthorn started work on the plating. Excellent. 1 down, 2 to go. So, what's next? The helm, of course. For this, we'll be repurposing fallen scrap. Salvage from the ruins? I thought that material was all but impossible to work. Ah, but we don't have to. I'm sorry. Just so happens there's one particular ruin that's broken into exactly the right shape and size pieces for what we need. What's the name back there? I'll give you all the details. What's her name? Right. Dingsbums. Hallo, Dingsbums. Oh, Sid, is this about the helm? Yes. Mid said I should speak with you. I'll show you the plans then. Mm. Here you see the mithril engine, in which mithril is burned to generate heat. That heat is then harnessed to produce motive force. Excess heat is dealt with by means of the thermal displacement stack, which disperses it into the surrounding air. Now, were we to rely on thermal plating alone to achieve this effect, the rate of excess heat buildup would far exceed the displacement coefficient of the plating. In other words, the reactor would overheat and eventually explode. This is where the helm comes in. It connects to the plating, you see, and serves as a sort of thermal sink to absorb all that excess energy. Our experiments have shown that fallen ceramics are remarkably thermophilic. They can withstand and absorb levels of heat far above anything we are able to make today. And not only that, they're also waterproof and immune to rust, making them the perfect material for our protective hood. Why, if sea or rainwater were to enter the reactor proper, it would vaporize instantly. The forces produced would tear the ship from stern to... You can stop there. I understand. Mid said we might be able to use parts of a fallen ruin. Where would I find it? Ah, yes. It's in Lorbert's Pass, near Lostwing. The thing is, well, I probably should have arranged to have the pieces we need brought here sooner. You see, a certain unwanted visitor has taken up residence there. It's no longer a matter of just walking in and taking them. It's, going to be considerably more dangerous than that. I see. Then I suppose I'd better deal with this unwanted visitor for you. Would that help? Oh, very much. Thank you, Sid. I'll gather my team and head there right away. We'll meet you outside the ruins.
Die werden hier wirklich hin und her geschickt, ne? Aber wirklich übel. Ab nach Kielbrügge. Ich kann dieses Dorf immer noch nicht ausstehen. Möchte ich mal so nebenbei gesagt haben. Das Design dieses Dorfes verwirrt mich einfach. Ich weiß nicht warum. Aber irgendwas verwirrt mich an diesem Dorf einfach. Am meisten ist es, glaube ich, einfach diese Brücke hier. Bin echt fasziniert, wie es im Englischen einfach Lost Wing heißt, aber im Deutschen einen überdeutschen Namen Kielbrück verpasst bekam. Ich glaube, das wird an den Übersetzern liegen, die sich einfach gedacht haben, okay, geben wir dem Ganzen mal ein bisschen was, einen deutscheren Namen oder so. Ist bei den meisten Namen jetzt hier so, habe ich festgestellt. Also, ich weiß nicht, wie die deutsche Synchro ist. Ich habe nur mal kurz reingehört, als ich mal gesehen habe, dass andere das gestreamt haben auf Deutsch. Und da bin ich so schnell wie möglich wieder raus, weil ich konnte das mir nicht anhören. Aber das wird wahrscheinlich an den Übersetzern liegen. Das Spiel hat eine deutsche Synchro auch, ja, ja. Hat ja auch Final Fantasy VII Remake gehabt. Also, Final Fantasies bekommen jetzt immer wieder deutsche Synchros. Mehr schlecht als recht, muss ich dazu geben. Am meisten stört mich allerdings wirklich ganz ehrlich an den deutschen Synchros, dass es halt immer dieselben Sprecher sind. Anscheinend gibt es für Videospiele nur einen sehr geringen Pool für deutsche Sprecher, die bereit sind, für Spiele einzusprechen. Und man hört die Stimmen tausendmal wieder neu. Immer dieselbe. Oh, there you are, Sid. Thanks so much for coming. The, ruins are just over there, as is the creature I told you about, I'd imagine. Would you mind? Of course. I'll be right back. Miau. Was haben wir denn jetzt hier vor uns? Hey, da ist eine Kiste. Miau. Miau, miau, miau. Ah, so einer wieder. This must be our unwanted visitor. Time to go. Au. Ah! Nice try. Well done, Togo. Ich hab einen Laser pariert.
Bitch. The things I do for you, Mid. Sid! Oh, thank goodness you're safe. You shouldn't have any trouble now. Indeed. Well, don't let us keep you. We'll, see that everything is transported safely back to the hideaway. All right. I'll let Mid know you're on your way. Yay. Und das alles nur, damit wir Mid dazu bekommen, das Grab ihres Vaters zu besuchen. Verlängert die Dauer des Effektes von Stärke Tonika um 10 Sekunden. Wenn ich die auch einsetzen würde, diese Buff-Tränke, dann würde das auch was bedeuten. Logo. Get it, boy. Njam, njam. Inka? Wo bist du hingegangen? Kann ich jetzt was freischalten, oder? Ja, ich kann was freischalten. Tatsache. How may I help you today, Clive? 800, ui. 15 Wüstenrosen und Dornmuschelnschalen. Sehr schön. Here you are. Meteorsteine-Medaillon des Hohepriesters. Come again. I may have more for you. Hm. Halt, nee, wir könnten noch hier gleich lang, ne? Ja. I think Mid might need some help. If I don't come up with something soon. Mid. Helena has recovered the materials. Helena, er war jetzt ganz sicher, dass er ihr auch den Namen gesagt hat, mal. Excellent. Another job well done. And just one remaining. Right. Right, the shielding. This one's a bit of a bugger. How so? The plating's enough to stop the engines going pop, but those things will still be spitting out enough fire to set the rest of the ship ablaze. Which is why you need proper shielding. A prison for the dragon's breath that's blazing away inside. I thought a triple thick layer of tempered steel might do it. Or more of the stuff that the Fallen use, but they'd both be too heavy. The helm and the plating are bulky enough as it is. Add any more weight and the whole ship would be at the bottom of the briny before we'd even started. I need something light. But I've racked my brains and I just can't think what would do it. Well, if I were in need of obscure knowledge, I know whose counsel I would seek. Harpocrates. Tomes? Yeah, well, I'd thought of that, obviously. I've got all the details written down here. Can you take this to him? See what he makes of it? Die ist so, ihre Sprachausgabe ist so unglaublich British. Es ist alles, was ich hören kann von ihr. Ja, genau so ungefähr. Ich glaube aber auch jetzt sagt keiner mehr God Save the Queen in England, in Großbritannien, weil es gibt keine Queen mehr momentan. Und kaum ist hier vor die Hunde gegangen quasi. Da ging auch die Meinung über die Königsfamilie in Großbritannien in den Keller.
Harpocrates, do you have the moment? For you, Clive, always. Well, actually, it's for mid this time. Could you take a look at this? Shielding for a mithril engine. Whatever will that girl think of next? And what are these notes around the edges? She has some specific requirements for the materials. The shielding needs to be able to resist extreme heat on the inside, and yet remain cool enough on the outside not to set the ship alight, while also being light enough not to sink it. As you can imagine, she's struggling to find anything that meets her needs. I see. I wondered if you might know of a solution, or if you might be able to search the records for one. Perhaps it is not a different material she requires, but a different approach. What do you mean? Consider the lake we have made our home. Its blighted waters eat away far more quickly than fresh water or even brine, at timber and steel alike. And yet, we have made a home here from those very materials nonetheless. We have. But Bardolph must varnish every board twice over to keep it from rotting. And Obelus complains that without a constant supply of pitch. I see. Early Gregorian histories speak of a preparation known as moon dew. It is said to be able to resist even the most ferocious flames. Before the dragoons tamed the worms and wyverns of the realm, nobles would daub their castle walls with it in order to guard against dragonfire. So if we could recreate it... It might be applied to some material or other in order to provide the protection Mid requires. As to how best to apply it and to what material, perhaps Bardolph and Obelus might be of assistance. I shall speak to them and see what wisdom they might have to offer. If you would be so kind as to procure the necessary ingredients, I shall discuss the specifics of how it might be most effectively put to use. Ist aber auch eigentlich ganz schön. So, alle Leute im Versteck müssen irgendwie zusammenarbeiten, um das Ganze zum Laufen zu bringen. Das finde ich schön. Sonst sind immer nur wir, die eigentlich so die Kompetenten sind, die eigentlich alles so zusammenbekommen, ne? Die Arbeit erledigen können. Aber jetzt hier muss wirklich alle Leute um uns herum einfach mal richtig ihre eigenen Talente mal walten lassen hier. We do. I'll be heading to market for the ingredients we need. I could do with some help. And some company too. The other can assist me in researching how best to prepare the shielding itself. Can we count on your aid? Always. Well, if Jill's game. Thank you. I am sure either of these fine young minds would prove indispensable in my research. I leave the decision as to who will go with whom in your capable hands, Clive. Jetzt müssen wir entweder Talia oder Jill mitnehmen. Aber ich meine, jemand anders außer Jill? Ich verstehe nicht, warum... So, Clive, have you made your decision? Who will accompany you on your little excursion? Jill. Logisch. Very well. So then, what do we need to find? I have taken the liberty of preparing a list. Here. White chocobo eggs. Pepio nuts. Are you sure this list is right? Everything on here seems very edible. I would have thought the ingredients would be a little more exotic. Though these items may seem mundane, they have potent effects that are rarely exploited. Effects for which they were once highly prized. So much so, in fact, that they were harvested almost to extinction, hence moon dews having fallen from favor. Now, of course, they can be obtained with ease. You should be able to find everything you need at the market in Northreach. Is that so? Oh, dann gehen wir shopping. Gehen wir shoppen mit Jill. Oh, das ist ja schön. Join me there when you're ready. I will. Until then. You two enjoy yourselves. You too, Talia.
Where's Jill? Ja, wo ist Jill? Da hinten ist Jill. Hier ist noch ein Shop. Welcome. You've a keen eye. Ich glaube, jetzt können wir wirklich so langsam mal loslegen, hier die Ausrüstungsgegenstände auch mal zu kaufen. Die sind wirklich uns nicht mehr zu teuer. Wir haben die Kohle. Are those Papio nuts? How goes the hunt for ingredients? I've only just started. I'm sure everything we need is somewhere amongst all these stalls, though. Why don't we split up and see? We'll take a couple of ingredients each. All right. What am I looking for? How about you look for the Papio nuts and some garlic? Oh. I'll find the other things we need. We can meet by the gate Mag when we're Knoblauch. finished. Come, you'll not find a bruised pippin. Fresh cuts. Come and get them before. Any friend of the innkeeper is a friend of mine. Knoblauch für 10 Gil. Sehr schön. All anyone ever wants anyway. Oi, don't touch anything. Go on. Take it. That's everything. Let's see how Jill's getting on. Ich könnte mir vorstellen, dass jetzt irgendwas sie hier nicht kaufen kann und wir das jetzt besorgen müssen, irgendwo in der Wildnis. Did you find everything? I did. Here. Knoblauch. Pepionnüsse. Was ist denn das für ein komisches Gericht, was daraus entsteht? Wir müssten ja auch noch irgendwie Chocobo-Eier holen. Das wird ein Omelett. Garlic and Papio nuts. Perfect. Now all that remains is for Harpocrates to somehow turn all this into what Mid needs to keep her engine cool. Sie will doch jetzt uns was sagen, oder? But before we head back, would you walk with me a while? Machen wir ein kleines Picknick. Thank you for asking me to help you today. It makes a nice change. It does. It's good to get away from all the battle and bloodshed for once. Just being here reminds me of when we were children. Do you remember walking down Market Street in Rosalith, taking in the sights and smells? How could I forget? What with Torgal's antics. Remember how his nose would prick up at the scent of sausages? He'd go racing away and we'd have to go running after him. We wouldn't catch you now, would we, boy? Is there anything you wanted to buy for yourself while we're here? There was, yes. Well, sort of. Molly in the kitchens told me about a place that sells particularly good pies. Thought you might like to share one with me. I would. Thank you. And I saw some bread. Das ist ordentlich Brot. Big white cobs like the baker back in Rosalith used to make. What do you think? I thought we might get some soup to dip it in. But then I tried a slice of the butcher's dry-cured ham and it was just... Oh. Ach du meine Güte. You're right. Sorry. It's just... you're right. I really do feel like a child again being here with you. Clive. Is it wrong of me to enjoy this? No, Jill. This is how life should be. Da war ein Fisch im Teich. Im See. This is how our lives will be when our work is finally done. When we can live on our own terms. I hope so. Thank you, Clive. Ist einfach auch ein bisschen frustrierend mit den beiden, oder? Well, I
suppose we best be getting back. I need to give these ingredients to Harpocrates and Talia. I'll see you at the hideaway. Take care. I will. You too. Aber wir haben gelernt, Jill ist ein Foodie. Mag Essen. I wonder how Harpocrates is getting on with the Moon Dew. Moon Dew klingt auch so, das ist so wie Mountain Dew, das ist so Moonshine vielleicht auch noch. Der hat sich Alkohol gemacht in Wirklichkeit wahrscheinlich. How's work on the shielding progressing, Harpocrates? Well, very well indeed. And thanks in no small part to your kind assistance. I was just explaining to Talia how we might best go about preparing the Moon Dew. And now that we have all the ingredients, we may begin. You can count on me. I've mixed more than a few mysterious concoctions in my time. I'm sure you have. What about the shielding itself? Work is underway, under the watchful eyes of Bardolph and Obolus. Apparently, it'll be ready soon. Thank you. Und dann haben wir jetzt ein Schiff, oder wie sehe ich das? Right then. Jill, would you join me in the infirmary? Many hands make light work and all that. Of course. Oh, and Clive, thank you. It was nice just being with you. It appears our work here is almost at an end. A shame. I was enjoying playing the man of action for once. When both the shielding and the Moon Dew are ready, it will merely be a matter of applying the one to the other. Followed by a rigorous process of testing and retesting, of course. Perhaps someone ought to warn young Mid of that. Leave it to me. Thank you, Harpocrates. Dampf ablassen 3. Well, I'd better go and give Mid the good news then. Ob sie sich da so drüber freuen wird, ist die andere Frage. Ich meine, irgendwo wird sie sich drüber freuen, aber das heißt, dass sie jetzt zu jetzt graben muss. Es war aber schön, jetzt auch mal so einen Moment zu haben, der jetzt nicht so intensive Action ist die ganze Zeit, sondern das ist jetzt... Ich glaube, das ist tatsächlich so gedacht gewesen, jetzt hier einfach irgendwas zu haben, wo man ein bisschen sich zurücklehnen kann und ein bisschen was Ruhigeres halt mal vor sich. Nach dem Kampf mit Titan. Und ich kann ja eigentlich mal testen, ob jetzt die PS5 warm läuft hier. Ja, ein bisschen warm ist sie. Also nicht extrem oder sowas, also ist in Ordnung. Aber man merkt, sie ist ein bisschen warm. Sorry to keep you waiting, Mid. But you'll be pleased to know that work on the shielding is underway. You found something for it? In a manner of speaking, Harpocrates knew of a substance that's highly resistant to heat. A coating that should provide the protection you need. He's supervising the construction and testing of the shielding as we speak. Brilliant! I knew you wouldn't let me down. Don't thank me. I'm just the errand boy. Right then, better start working out how to bolt all these bits together. To the Black Hammer! You know, when I got into the smithing game, I thought I'd be making swords and shields, not thermal bleeding didgeridoo-dahs.
Displacement stacks. Same difference. Whatever you call it, I ain't putting it together in here. It's cramped enough as it is. Let's take this outside. Mid, you get all the parts lined up on the deck. I'll take care of the rest. On my way. Oh, and bring me the biggest hammer you can find. This is gonna require some precision walloping. Precision walloping. Sehr schön. Einige Zeit später, dann bin ich ja mal gespannt. It's finished. It's finally finished. Fuck for that. I'll be feeling my hammer arm for weeks. Thank you, Clive, Blackthorn, everyone. That's one down and just 3 more to go. I'm sorry. Oh, didn't I tell you? The Enterprise has 4 mithril engines, and we'll be needing a displacement stack for each. You don't mean... Don't worry. Now they've got a finished one to work off. My gang in Canva can build the rest. Good luck to them, I say. Right, I'm off to get a sling for this elbow. Any other work comes in, keep it to yourselves, eh? Ja, aber Mid, da ist etwas anderes, was wir noch zu erledigen haben. What's the matter? Nothing. Just daydreaming. Thinking about the Enterprise sailing off over the horizon to shores unknown. Searching for a land untouched by the Blight. Just like me and my dad planned. So if the worst came to the worst and every scrap of soil in the Twins turned black, we might still have a chance. That's what she was meant to be. You see, one last chance just in case we needed it. But now she's so close to being finished, I've realized I don't want it to be that. I don't want it to be just a lifeboat for us to cling to if things get desperate. I want people to sail aboard her by choice, not from the lack of it. In a world where we're not just trying to survive, but where we can actually live. I'm working on that. And I'll do everything I can to get you what you want. Don't you always? All right. My mind's made up. As soon as the Enterprise is fit to sail, I'm putting her under your command. Sod our plans, I'm trusting in yours. Are you sure about this? Something tells me it's what my dad would have wanted. He'd be proud of you. You were gonna visit his grave, weren't you? I was. And you can come too now that your little project is finished. Right. There's just one thing I need to finish up first. Won't be a mo. All right. I'll let Otto know you're coming. Meet us in the mess when you're ready. Aye, aye, Captain. Mid told me she was building a ship. Das wird doch jetzt traurig, oder? Alright, Clive. Asterix. Mid finished sending half the hideaway traipsing across the Twins, has she? I swear, that girl'd do anything to put off visiting her old dad's grave. No excuses now, though, eh? Not quite. She said there was one final thing she had to take care of. I'm sure she'll be finished soon enough. She said that? In those words? She did, yes. Clive? Were you born yesterday or something? There is no thing. She'll probably be halfway to Canva by now. Mid. I might still be able to catch her. War doch klar. Is that the thing Tomes
Oboleth, have you seen Mid? Yep. In a boat, going that way. Then I'm too late. You in a hurry and all, are ya? Oh, I offered to take her across, but she wouldn't wait. Just paid for a dinghy and rowed off. Oars going like the clappers. Got some life in her, ain't she? But anyway, I was on my way up to see you, as it happens. Got a letter for you. Urgent, by the sound of it. One of your uncle's men said I was to hand it to you in person, post-bleeding haste. And you're here now. Thank you, Oboleth. Don't mention it. What tidings, Uncle? Oh, Text. Ach du meine Güte. Okay. Mein lieber Junge, meine Reise nach Kanva war ein voller Erfolg. Der Freund, den ich erwähnte, hat sich bereit erklärt, nicht nur seinen Geldbeutel für uns zu öffnen, sondern auch sein beträchtliches Wissen über die Vorgänge in der Stadt mit uns zu teilen. Wodurch ich auch von den Bemühungen einer gewissen jungen Freundin von dir erfahren habe. Okay. Ich persönlich hege keine Zweifel, dass Fräulein Telamons Vorhaben ein edles ist, doch ich gehe davon aus, dass die Kanversche Gilde die unerlaubte Benutzung ihrer Werften nicht gutheißen wird, egal ob diese verlassen sind oder nicht. Und wenn die Gerüchte bereits meinen Freund erreicht haben, wird es wahrscheinlich nicht mehr lange dauern, bis ihr die Gildenmeister auf den Leib rücken. Deswegen schicke ich dir diese Nachricht. Ich hatte gehofft, deinen Meisterspäher Gav für 1-2 Monate auszuleihen, damit er hier die Augen für uns offen hält und uns vor eventuellen Angriffen warnt. Ich bin sicher, dass du die Vorteile dieses Arrangements erkennst. Dein Liebling. Trouble in Canva. Well, I'll need someone to keep an eye on Mid. So what? Mid got us to do all the dirty work and then just sailed off into the sunset? It, seems that way. Well, nothing we can do about it now. But next time you plan on visiting Sid, you might want to tie her to something before you suggest it. Ah, don't be so hard on her. Gotta admit, the dirty work was kind of fun. Everyone pitching in, all that bollocks. Ja, Just like stimmt when we wohl. built this place. You're right. Anyway, we all set to head to the old hideaway. I could do with getting to Canva pretty sharpish. Wouldn't do to keep Lord Rosfield of the Seven High Houses waiting now, would it? Not after he asked for me personally. Gav will be leaving with me. Will you mind the place while we're gone? You can count on me. Just be sure to give Sid and the others my regards. All right. Oh, by the way, Jill will be joining us too. She's got some things to take care of, but she'll meet us there. I hope she's telling the truth at least. Na, sie schon. Mit nur ihr weniger. Ich kann es ja, wie gesagt, jetzt irgendwie mit auch nicht mal verübeln. So, wie gesagt, so das Grab eines geliebten Menschen zu besuchen, ist, kann teilweise wirklich echt hart sein. Well, Sid, I remember what you told me. That if no one is listening to what you have to say, you may as well not say it. But I will say this, old friend. Hugo Kuka is gone. His shadow looms over us no longer. It's a pity the Phoenix can't be in two places at once.
If he'd have been with us, maybe he could have done something for the lost. Not even the Phoenix can bring people back from the dead. Denn sie sind nur K.O., wenn sie eine Phoenix wiederbekommen. Life has a beginning and an end. So we must live while we have the chance. And not as slaves to the crystals, but as free men. May we join you? Oh, hey, Götz ist auch da. Und Charon auch. Lady Karen, what a pleasant surprise. I thought I'd drop by and see how you were all doing before heading off to restock my supplies. It wasn't the most scenic view back then, but it were never as bad as this. I know. The blight marches on. And soon, there will be no escaping sights like these. So our mission remains unchanged. We cannot stop until every Mother Crystal is gone, and their thirst for ether with them. The only one that remains in Storm is Drake's tail in the Crystalline Dominion. Our next target. We're going to Twinside. It's the capital of the Empire these days. I wouldn't like to think how tightly guarded they've got the place. Not that that'll stop you, but we do well to scout it out before you go charging in. We would indeed. If you're off to the Dominion, you can take this great lump with you. Goods. Oh, I am sorry. Have you forgotten you're the most wanted man in the Twins? I thought you might like to disguise yourselves as the attendants of a travelling trader, assuming you've no better ideas. You wanted to buy yourself some tools, didn't you? Well, now's your chance. You're letting me go with them? Oh, thanks. No. Oh. Stop that! You'll break me bones, you great galoot. There's a caravan that runs back and forth between the Dominion and the Bocklab markets. It's managed by the Merchants Guild. Just show them Goots' traders pass and you'll be on your way. It'll be a damn sight less risky than footing it the length of the Crystal Road. That's for sure. Thank you. Minka sitzt neben mir hier auf der Rückenlehne meines Sofas neben mir und guckt mich an. Oh, okay then. I'll get me things and I'll meet yous there. See yous down in Buckland. Get off! Me poor fingers! Jill, you're with me. Understood. And Gav, Already on my way, Captain. be careful. Aren't I always? Wo bist du? Jetzt ist sie hier unten. Minka kann sich nicht entscheiden, wo sie... That, Sid? Your protege's making a proper little outlaw of himself. Ich glaube, Minka hat auch mal kurz Hunger. Ich habe ihr, glaube ich, nicht genug zu essen gegeben hier, ne? Bin auch gleich wieder da. Nur kurz, ich gebe Minka was zu futtern. Also. Okay, ja. Nächster Ort, okay. Aber erstmal...
Okay, nur ganz fix. Katze füttern. Die Letni-Kluft, da waren wir vorher auch noch nicht, ne? Das ist jetzt auch ganz neues Gebiet. Hat so viel gerade verpasst, ja, habe ich mir schon befürchtet. Das sieht sehr klüftig aus. Schon mal, ja, auf jeden Fall. Oh, da hat jetzt der Controller ein bisschen vibriert, als er Folge gestreichelt hat. Grenzgänger. Okay, schauen wir mal. Better. Thanks to Taya. I'm glad to hear it. And Torgal helped too. Didn't you, boy? Warum ist hier eine Tür? Okay. Hier heißt es wirklich jetzt einfach nur geradeaus laufen oder Chocobo nehmen. Geh doch auf. Geh doch auf. Den Vogel. This used to be a trade route for merchants crossing the Scars, till the Republic laid a new road wide enough to let wagons pass, and all official traffic moved there. Leaving this one for those living outside the law. Indeed. I doubt we'll be the only outlaws on the trail today. Schöne Aussicht mal wieder. Nö, kein Bock. So what do you think? That we'd be lucky to make it out alive. Really? Oh, aye. Ist einfach nur eine Nebenquest, was soll's. Oh, what about this fearsome... Well met, friend. Well, if I'm going to have to deal with them anyway. You've clearly got a fine head on those broad Well, now. Hope it no. Okay, wir müssen irgendjemanden erledigen. Banditen bei Buklad. Okay, wir müssen einfach Banditen erledigen. Ambrosia? Wo ist mein Riesenhuhn? Wo ist mein... I'm not sure I trust those two. But if there are bandits lying in wait, I should probably take care of them. Look lively, you lot. We've got guests. These must be our bandits. Aha. Was sie für Geräusche aber auch machen. Nix ist! Sag mal! Ich habe so viele Fähigkeitenpunkte jetzt auf einmal freigeschaltet hier. That's them dealt with. Now,
Where's that cart? Getting all of this out of here will be a nightmare. Seems we've found ourselves the right man for the job, wouldn't you say? Found the cart and didn't leave a single bastard breathing. Our merchant friend will be delighted. And how exactly will he be getting his goods out of here? You leave that to us. After all, it'd be wrong to make such a fine warrior haul cabbages to market. You've done your part. And that's all you need to worry about. Here. Den gehört das Zeug selber nicht, oder? Das ist mir alles sehr verdächtig gerade. It's been a pleasure. Now piss off. There's no need to be so rude, brother. What if we want his help again next time? Die beiden werden wir noch später irgendwo mal wiedersehen, glaube ich. Den werden wir nochmal über den Weg laufen. Mit ziemlicher Sicherheit. I see the Dalmex lag behind Rosaria when it comes to bridge building. The fallen ruin should hold at least. Das war seltsam, ne? Das war ein bisschen schräg. Das stimmt wohl. The path continues on the other side. Wüstenrose. Auch sehr schön Szenerie hier gerade. Das kann das Spiel wirklich gut. Also Szenerie hat's drauf. Gegner? Ja, klar. Hat jetzt nicht groß Bock, mich jetzt hier um die Viecher zu kümmern. Okay. Hübsche Aussicht? Kriegen wir eine hübsche Aussicht? Wow. Wow. Die letzte Sünde. So this is Zemeckis. The land of the gods. Das ist das Loch, ja. It's even more impressive than I imagined. I remember being captivated by the story as a child. Long, long ago, man was overcome by avarice and challenged the gods in a bid to win their power. The final battle took place here, at these falls. Or so the legend goes. If anyone ever manages to plumb those depths, perhaps we'll learn if there's any truth to the tale. That the gods emerged victorious and punished man for his defiance by visiting upon him 2 curses. Dominants and bearers. To tell the truth, I always thought it strange that the dominants and their icons were deemed a curse. Back home, the dominant inherited the throne. They were admired and exalted, not spurned. Whenever I got to that part of the story, I always assumed there must be something I'd misunderstood. You had a lot of storybooks, didn't you? In your room, I mean. When we were young. The old legends were always my favorites. Epic battles between gods and men. Father encouraged me to read as much as I could. He thought it good for my education. You really were a boy like any other, weren't you?
Just look at this place. It's enough to make you believe the legends are true. I know. We're not far from Boklad. The road will be busier up ahead. And we'll have to keep our wits about us. Clive? Something wrong? Nothing. It's nothing. Okay, dann wissen wir jetzt immer, was dieses Loch eigentlich die ganze Zeit war. Das haben wir ja schon... Oh, jetzt ist noch... Meanwhile! Sitz des kaiserlichen Hofes. I see the reports are true, Father. You have surrendered the throne to Olivier. I have. Emperor Olivier shall rebuild the Holy Empire of Sanbreque. Joshua müsste jetzt auch mit dabei sein, ja. How is he to rule an empire? He is but a boy. I shall advise him until he comes of age. Father, please. Or for as long as I am able. The empire we seek to build needs young blood to rule it. And I can think of none better suited to the task. There is other news, Dion. Hugo Kupka is dead, and Drake's Fang destroyed. The pillars of the Republic have fallen. Ere long, the Imperial banner shall fly over every city in Storm. And then Valisthea. All shall bow before their emperor. Father, these are the words of a tyrant. They are the words of a god. The emperor whom I gladly serve. Great Greeker, made flesh. Return to your camp, Dion, and ready your forces. It is time to show the world the true power of Sanbreque. Father. I find you much changed. Is this truly the path you wish to tread? Or are these the ambitions of another? Of Ultima, perhaps? What nonsense is this? I speak my mind, and my mind only. Though I do owe Annabella thanks for reminding me of certain truths regarding the nature of nations, of rulers, and of the divine. Gott, ich kann es nicht abwarten, wenn diese Frau stirbt. She betrayed her country. She slew her husband. You have ever been an invaluable servant to Sanbreque, Prince Dion. I trust you will continue to serve your emperor in the wars to come. The canker! Silence! Insolent wretch! You will bend the knee. All else is heresy. Sire, forgive me. This audience is over. Come, your radiance. The Rowena Syndicate awaits your pleasure. Oh, not another meeting with silly old men. They're so boring.
I'm hungry, Father. Can't we have luncheon instead? Does it pain you that you will not inherit your father's throne? I have suffered worse. Count your blessings, Dion. For a base-born child to be chosen by Bahamut is miracle enough. You have risen high on his wings, but you shall rise no higher, lest your impure blood stain the throne. What do you know of my blood? Diese Frau, nee, das ist... Wie gesagt, ich kann es nicht abwarten, wenn die irgendwann hier... Weil ich bin mir ziemlich sicher, die wird dieses Spiel nicht überleben. Time to fight. Infiltrating the Dominion won't be easy with the Imperials on high alert. No. His Radiance has lost one capital already. We can be sure Sylvester will do everything in his power to hold on to Twinside. His troops are well trained and increasingly battle-hardened. But it's not as if we can wait for this situation. Aha! Nice try. Na komm. Too slow. Widerspenstigkeit hier. Gut, finde ich, dass du das Wort nicht kennst. Eigentlich bist du doch die Worte kennt. Eigentlich hatte ich gar nicht vor, diesen Gegner hier zu töten, ne? Ich hatte eigentlich nur diese Item da einsammeln wollen. Aber hey, was soll's. Renitenz ist mir neu, weil das so gut wie niemand verwendet, ja. Ich kenne das eigentlich auch nur eher als das Adjektiv, renitent. Moment mal, wo fließt das Wasser hin? Wir haben hier einen riesen Wasserfall. Und das füllt sich hier langsam der See, oder wie sehe ich das? Oder geht das auch irgendwie mit der Zeit, fließt das irgendwo ab? Oder so. Wer weiß. Ja, ein riesiger Pool, der sich nie wirklich füllt. Ja, dann ist aber die Frage, wo geht das Wasser hin? Ne? Good girl. Faster. Wir sind doch jetzt fast am Ende des Streams. Also eigentlich sind wir so ziemlich am Ende. Ein bisschen können wir vielleicht noch machen. Mal sehen. More refugees. And they're all making for the crystalline dominion. Because they don't know how to live without the crystal's blessing. Ja, wer wohl das
wer wohl daran schuld ist, dass sie nicht mehr an die Kristalle kommen. Aber hey, wir wissen ja mittlerweile, im Grunde ist das, was wir machen, wirklich das Gute. So, begib dich nach Bucklat. Wir sind. Das hier wurde einmal gezeigt in einer Präsentation vom Spiel. Das weiß ich noch. Hatte gedacht, das ist ein richtiges Loch, so wie bei Enis Lobby. Da frage ich mich auch immer noch, nach wie vor, wo das Wasser hingeht. Well met. Ja, auch nur den Verstärker, Meteorstein. You're welcome anytime. Okay, das letzte, was wir jetzt hier noch machen, ist hier die kurze Cutscene, die wahrscheinlich jetzt hier kommen wird. Und dann ist Schluss für heute. Märkte vom Bucklat. Wonders from across the water. Come one, come all. Feast your eyes. Good sir, can I interest you in... How much? For a measly crust of bread? You won't find any cheaper. Not nowadays. They are more than welcome to look. The Empire's unlawful and illegitimate occupation of the crystalline dominion is still in effect. Only those whose business in Twinside has been officially approved by the Republican Army will be permitted to cross the border. All who seek entry are to form a line and ready their documents for inspection. Looks like we aren't the only ones who are eager to leave. And they're checking everyone. Can't you make an exception? Not for the likes of you. We won't get through without that pass. Let's go and find Good, shall we? Okay, also wir müssen einen Pass bekommen. Von Götz, aber das ist, ja, glaube ich, relativ schnell erledigt. Die Kasmir. Jetzt kapiere ich den deutschen Namen. Den deutschen Titel Twinside. Ah, ja, das stimmt. Okay. Kann ich von hier aus auch alle anderen Orte besuchen? Ja, kann ich. Das war mir wichtig, dass ich jetzt hier dann natürlich an einer Stelle aufhöre für heute. Dass ich dann die Nebenquests erledigen kann und sowas. Hier scheint ja auch eine ziemlich wichtige Nebenquest gerade zu sein. Was ist hier? Für die Wissenschaft. Okay, das werden wir dann, werde ich dann sehen. Aber gut, ja. Wir sind für heute fertig, würde ich sagen. Wir haben es geschafft. Wir haben einiges wieder zu Ende gebracht. Es wurde richtig Asuras wrathig. Es ist niemand sonst, der hier außer mir jetzt streamt. Auf der gesamten Welt. Niemand außer mir streamt gerade. Okay. Gut. Dann würde ich sagen, geht es am Dienstag weiter. Wo wir uns dann hier um diesen Kristall hier wahrscheinlich kümmern werden. Und dann, wer weiß, wo es weitergeht, ne? Kriegen wir dann als nächstes Bahamutskräfte? Das ist irgendwie eine komische Reihenfolge dann. Aber das werden wir sehen. Uppala. Gut, dann würde ich sagen, bedanke ich mich fürs Zusehen. Und wir sehen uns am Dienstag wieder um 18 Uhr. Dann pünktlich. Bis dann. Jo. Ciao.